Heute spreche ich mit Lisa. Schon im Kindesalter werden bei ihr Gefäßkompressionssyndrome festgestellt. Wir reden über ihren langen Genesungsweg, ihre vielen Operationen, unsere Mamas und künstliche Ernährung. Und Achtung, Triggerwarnung, auch über Suizidgedanken. Willkommen zu der 17. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo Lisa, schön, dass du Hallo. da bist. Hi. Und ja, dass du heute von deiner Geschichte erzählst und alle daran teilhaben lässt, ja, wie dein Weg zur Diagnose war. Vielleicht fangen wir auch wirklich da von vorne an. Was waren deine Beschwerden, deine ersten Beschwerden und ja, wie bist du dann zu einem Arzt gekommen, der dir die Gefäßkompressionssyndrome dann auch wirklich letztendlich diagnostiziert hat und welche hast du vor allem? Also, angefangen hat es ja alles mit, hm, als ich ungefähr 12 war und, es fing eigentlich an typisch mit Bauchschmerzen, ständig auch im Unterleib Bauchschmerzen. Ich konnte nicht mehr gut essen. Ich habe ständig erbrochen, weil mir das auch so im Magen wehtat. Also, es war sehr diffus. Mir hat der ganze Bauchraum wehgetan, sowohl im Oberbauch als im Unterbauch. Meine linke Nierenseite tat immer weh. Und wie es ja Mhm. so meistens ist, so mit 12 Jahren, also, wurde ich halt von meiner Mama schon sehr ernst genommen, Gott sei Dank, aber von allen anderen Ärzten halt nicht. Und dann wurd's erst mal so Richtung Psyche geschoben und dann war ich beim Kinderpsychologen, aber sie meinte auch ganz schnell, dass das also, da sind psychische Sachen sicherlich auch als Kind mit da gewesen, aber sie meinte auch, dass es nicht die Hauptursache sein kann. Also, sie war dann doch sehr schnell auf unserer Seite. Mhm. Aber wir hatten trotzdem nicht wirklich 'n Arzt gefunden, der uns, irgendwie geglaubt hat. Immer hieß es dann Reizdarm, Psyche. Ich wurde halt auch ziemlich stark gemobbt in der Schule, dass das alles halt von daher kam. Und damals habe ich in Chemnitz gewohnt und bin dort immer in die Kinderklinik halt, gekommen und die haben mich dann ja auch irgendwann behandelt wie, na ja, Simulant. Also, es war dann auch keine schöne Erfahrung mehr dort. Und durch Zufall war damals Doktor Schollbach an dem Klinikum. Und ich weiß nicht Ach, mehr, wie es dazu kam, aber du wir kennst den so wurden lange schon, ja, also ich seit du Kind wirklich von bist? Anfang an, bevor er seine Praxis hatte, hatte ich ihn schon in der Klinik also wirklich seit Ja, weil er klein ja auf. Kinderarzt ist, ne? Genau. Also, ich kenne ihn wirklich von klein auf und wenn wir Wie uns so sehen, ist schön. es auch immer noch so wie wir umarmen uns so wie ich habe damals immer gesagt, das ist wie so 'n sehr vertrauter Mensch für mich. Also, der war der Ja. Erste, der mir ja geglaubt hat sozusagen. Also, das ist bis heute noch, wenn wir uns sehen, wenn ich mal das Geld zusammenkriege und wieder hin kann, ist es immer noch so dieses: „Ach, Sie waren mit die Erste, die ich damals mit so in Studien und bla“ und, das ist echt also, der Mann, der ist einfach Wahnsinn. Ach Mensch, jetzt haben wir so viele schon also, jetzt haben wir schon so viel vorher Kontakt gehabt und geschrieben und ich wusste das gar nicht. Ja, total schön, jetzt mal jemanden hier, im Podcast zu haben, wo wirklich, ja, so zu den Ersten gehört, wo Schollbach Ja. sozusagen das festgestellt hat. Und damals hat er's ja Ähm, noch nebenbei nur gemacht so. Also, neben seiner Kinderarztsache hatte er noch 'n Raum da sich in der Klinik genommen, wo er halt dann die mhm, Ultraschallsachen gemacht hat mit den, Kindern. Also, es waren mehrfach eher Kinder, wo halt mhm. solche Problematiken auftauchten wie dann bei mir. Und da war dann auch das erste Mal, dass er, äh, Namen nannte von irgendwelchen Erkrankungen, die ich bis dahin ja noch nie gehört habe, dass da aber was ist und dass ich mir das nicht einbilde. Und das war Wahnsinn. Das war wirklich Wow. Wahnsinn. Wie alt bist du denn heute, damit man so 'n ungefähren, groben, ja, Eindruck hat? Jetzt bin ich junge 32. 32. Ach Ja, damals Wahnsinn, hat das ne, also von 12 bis mhm, 32, ja. Und bei und da vielen ist es ja so, dass eigentlich schon in der Kindheit, Probleme anfangen, aber teilweise eher so 'n bisschen so subtiler, ja, noch nicht oder man so gar nicht merkt, dass das nicht normal ist, dass das genau. andere nicht haben. Aber bei dir war das ja dann schon richtig
krass. Also, ne, mit Erbrechen und Übelkeit, nicht essen Äh, können. Das ist ja genau, dann schon vor allen Dingen das Dunbar halt. Also, er hat die 3 Diagnosen gestellt, Myturner, Nussknacker und Dunbar-Syndrom mhm, und meinte dann aber, dass Nussknacker und Myturner noch, die Versuche mit Blutverdünner, also mit ASS, glaube ich, habe ich damals am mhm. Anfang bekommen, noch in 'n Griff zu kriegen, aber Dunbar war halt schon so schlimm, dass er sagte, das wird er jetzt als Erstes halt machen lassen. Und daraufhin bin ich ja dann zu Frau nach Erfurt? Sommerfeld? War's Frau Mhm. Sommerfeld? Ja, ne? Erfurt war Frau Sommerfeld, Ich oder? weiß nicht, wo sie Ne. vorher war, aber kann natürlich sein. Ne, Quatsch, Klimas. Klimas hieß sie. Frau Doktor Klimas in Erfurt. Okay. Genau, Klimas hieß sie. Bei der Mhm. war ich in Erfurt dann und habe dort die OP, weil die hat sich drauf spezialisiert, bei Kindern und das Dunbar-Syndrom, das zu operieren Ah und ja, ich habe von ihr gelesen. Stimmt, stimmt. Die ist auf Kinder spezialisiert, hat mir auch genau. jemand gesagt gehabt. Die könnte ich vielleicht auch mal anfragen. Ja, Ja, also die da fand ich auch wirklich, die war auch wirklich lieb und nett und das war auch echt, als Kind nimmst du's ja trotzdem noch mal anders wahr, dass der Krankenhausaufenthalt trotzdem scheiße war. Also, Entschuldigung, aber ja. an sich war die aber sehr also hat sich wirklich drauf, hm, na, sie war nett zu dir, die hat es dir alles erklärt. Also, es war an sich aber Mhm, 'ne echt gute Ärztin so, was das anging. Und es wurde ja auch minimalinvasiv gemacht, so was ich halt auch echt gut fand. Und ja, das war dann eigentlich die erste OP, die dann recht schnell stattgefunden hat. Und die hat auch funktioniert. Also, danach war, was Oberbauchschmerzen anging, tippitoppi. wow, also hast du, direkt gemerkt, dass nach der OP, sozusagen das komplett weg war oder hat es 'ne Weile gedauert? Ich glaube, es hat 'ne also, ich muss auch sagen, meine Erinnerungen dahingehend sind auch 'n bisschen, verblasst, aber Sehr also, am lange her. Anfang, glaube ich, hattest du schon noch zu tun, weil ja auch mit Luft aufgeblasen und so, ne? Dann hast du's sowieso noch nicht so gemerkt. Das hat, glaube ich, schon 'n paar Wochen gedauert, aber ich habe dann relativ schnell, äh, mitbekommen, dass ich essen konnte, ohne dass ich danach diese mega, Schmerzen im Oberbauch bekommen habe. Also, das ging dann doch Mhm. relativ schnell, muss ich sagen. Ach, wie schön. Es war echt 'n schönes Gefühl, also, dass erstens das, was gefunden wurde, dass du es nicht eingebildet hast und dass es dann auch so schnell behoben wurde. Was dann halt dann negativ war, ist dann, dass kaum war das eine behoben, kamen die anderen Schmerzen von den anderen Sachen mehr in 'n Fokus, die ich vorher Mhm, nicht so, im Fokus hatte, weil ja das oben überwogen also, für mich damals überwogen hatte. Und kaum war das repariert, kamen die anderen 2 Sachen, mehr zum Vorschein sozusagen. mhm. Und Weißt du noch zufällig, weil beim Dunbar-Syndrom sind's ja hauptsächlich, so Verwachsungen und Vernarbungen, die, so einengend sind. Weißt du noch zufällig, ob das bei dir so arg war? Weil ich denke halt so: „Krass, wie kann man als Kind da schon so Verwachsungen haben“, weißt du? also, sie meinen zu mir, dass es 'n Nervengeflecht ist, was da Ja, rumwuchert, was da nicht hingehört. Das war das, ja, was sie noch so genau, im Kopf hatte und was wohl dann genau. diesen Abgang zu dieser anderen, das ist ja in dieser Abzweig ist das ja, wohl so eingeengt hat, dass da halt nicht mehr viel, also, das konntest du ja beim Herrscholbach halt immer so schön, dass es immer nur so stückchenweise durchging. Da war kein Fluss, das war immer nur so, wie deine Atmung war und auch ob du lagst oder saßt, immer nur so 'n bisschen Blut durchgekommen ist, aber nicht so, wie es sein sollte. Das hat man Jo, richtig stark ist gesehen. ja Das war wie so 'n wie Nervengeflecht, haben sie mir Ultraschall, ne? gesagt. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja, da hast du ja als Kind dann schon 'ne OP gehabt, ne? Und, Mhm. Ich glaube, mit ich 14 frage war mich dann halt, die. wie war denn für dich überhaupt, möglich, in die Schule zu gehen mit den ganzen Beschwerden? Wie war das denn damals? Na ja, also, früher war's ja, also, meine Mama ist Lehrerin, das muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, und anfangs hat sie mir natürlich auch noch nicht so geglaubt, weil man ja auch viel dachte so: „Na ja, Bauchschmerzen, ne, Kinderbauchschmerzen und so." Es ist ja dann war oft so der Will nicht Verdacht in die wegen Schule Kind. gehen oder so, ne? Bitte? Will vielleicht nicht in die Schule gehen Genau, oder, solche ne, Sachen. Und irgendwie ich bin so, ja auch ja. noch bei meiner Mama also, meine Mutti hat mich auch noch unterrichtet, weil in unserer Schule, also, ich war in ihrer Schule und aber auch noch ihre Schülerin, weil wir halt Lehrermangel, was dann das Fach anging.
das war Mhm. sowieso schon keine einfache Zeit und damit dachte vielleicht Mutti auch so: „Na ja, ich meine, ich wurde ja dann auch nun gemobbt, weil ich war ja nun das Lehrerkind und so und ich kriege ja alles vorher gesagt“ und, Mhm. ne, das dann eher so daher kam. Und dementsprechend war früher erst mal so: „Na ja, du gehst jetzt erst mal in die Schule, auch mit Bauchschmerzen. Wenn's gar nicht geht, kann ich dich ja immer noch rausholen.“ Dementsprechend war das immer so viel du hast halt dann einfach funktioniert und gemacht und wenn's halt nicht ging, bist du ans Lehrerzimmer: „Mama, ich kann nicht mehr.“ Und entweder hat sie dich dann Mhm. halt mit nach Hause genommen oder hat gesagt: „Na, halt mal noch 1 oder 2 Stunden durch und dann ist ja eh vorbei“, oder so wie es halt früher war. Man hat das, glaube ich, nicht ganz so ernst genommen, aber ich würde das meiner Mutti auch niemals, böse nehmen, weil ich glaube, in der Situation wusste sie selber wahrscheinlich gar nicht, wie sie so richtig damit umgehen soll. Ja, es ist ja auch schwer einzuschätzen, ne? Also wirklich, es gibt ja Kinder, die halt wirklich Bauchweh haben, wenn sie Stress haben und Ja, so oder in der Schule irgendwelche Probleme sind, ne? Also, man ja, kann da wirklich keinen Vorwurf machen. Aber mm, toll ist ja trotzdem, dass sie ja irgendwie drangeblieben ist, ne, und dass ihr dann halt auf Doktor Schollbach gestoßen seid. ja, Ähm, Das war ja dann wirklich echt Glück auch. ja. Da war es immer mehr Fehlzeiten dann wurden. Irgendwann bin ich halt dann nicht mehr wirklich in die Schule gegangen oder es ging nicht mehr oder ich war ständig draußen, ständig im Krankenhaus. Also, ich glaube, die Mhm, letzten Monate vor der OP war ich mehr in Krankenhäusern als in der Schule, weil halt immer wieder irgendwie was war. mhm. Und irgendwann, wie gesagt, sind wir dann halt auf Herr Schollbach getreten, weil der halt grade an diesem Klinikum war, wo ich da stationär lag. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt dann ob die mich dann einfach dann dahin geschickt haben, weil sie meisten: „Ja, wir machen mal Ultraschall, wir haben da jemanden“, oder Mhm, ich weiß gar nicht mehr, wie der mhm. Kontakt richtig zustande kam, aber ich war so dankbar, dass das dann alles endlich 'n Name hatte und ich nicht so abgetan wurde, weil auf den Stationen war's ja manchmal echt schlimm, wie du auch als Kind da behandelt wurdest und abgetan wurdest, dass du ja doch gar nichts hast und dich mal Ja, zusammenreißen sollst. ja. Und der Ich Schollbach war verstehe der das, Erste. wie schwer das ist, wenn also, ich kann mich hineinversetzen in die Elternrolle, wie schwer das ist, wenn man 'n Kind hat, was immer sagt, es hat Schmerzen, ne? Bei mir war das ja ganz anders. Bei mir war's ja die Blasengeschichte, immer Blasenentzündung, immer Brennen. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt, wie es ist, als Kind immer Schmerzen zu haben Mhm. und nie zu wissen irgendwie, woran liegt's, beziehungsweise was habe ich falsch gemacht? Also, bei Ja, mir ist so 'n bisschen halt geblieben, andere haben's ja nicht, also ja. muss es ja an mir liegen. Genau. Also, ich habe auch bis heute noch das Gefühl, dass ich falsch bin, dass ich nicht richtig bin und das ist halt total bescheuert, aber dass man nicht gut genug und nicht richtig ist. Mhm. Ich habe das so 'n bisschen umwandeln können in den letzten Jahren, dass ich sage, ich bin was ganz Besonderes. Das habe ich noch nicht hinbekommen, aber ich bin dabei. Ja, Oh, ich das sage finde ich dann also, schön. weil ich bin ja auch gewohnt bei Ärzten irgendwie, wenn die sagen so: „Ah, Sie sind aber, sehr speziell oder Ja. irgendwie 'n besonderer Fall oder 'n außergewöhnlicher Fall oder ungewöhnlich oder selten.“ Und ich Mhm. sage dann halt immer: „Ne, ich bin was Besonderes.“ So, ich versuche das halt immer ins Positive, so zu sehen, weil ich wäre ja Das heute finde ich nicht cool. die Person ohne Ne, diesen ganzen Weg, ne? ne. Und irgendwie, ja, ist es, glaube ich, wichtig, sich selbst irgendwann anzunehmen, so wie man ist und zu wertschätzen, was man alles geschafft hat und welche Kraft wir chronisch Kranken eigentlich haben. Ja, und das fällt mir halt immer übelst schwer noch und dieses Gefühl, dass wie gesagt, ich bin ja in Therapie, meine Therapeutin sagt immer also, ich könnte mich manchmal klatschen, sagt sie, weil ich das alles so ähm zum Beispiel jetzt mit der Grippe. Ich war jetzt kurz erkrankt da mit Grippe und dann komme ich hin und sage: „Na, ich hatte ja nur 'ne Grippe und dann hatte ich mein Leben gar nicht mehr im Griff und ich konnte nichts mehr machen und da“ und die guckt mich an: „Nur 'ne Grippe? Sag mal, Lisa, geht's noch? Da sterben Menschen dran und das ist total normal, dass du da mal überhaupt nicht kannst.“ Und ich spiele das Und du alles warst ja so wirklich richtig flach gelegen. Also, das war ja, ja also, es schon ging wirklich gar nichts, aber ich spiele das so runter wie: „Na ja, ich bin zu blöd, mein Leben in 'n Griff zu kriegen, nur weil ich 'ne Grippe hatte.“ So, und das ist halt total falsch. Also, man weiß, dass das nicht richtig ist, aber
Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin immer so sehr hart und immer so gegen mich und spiele das alles so runter wie: „Ja, ich habe halt 'n anstrengenderes Leben als andere, aber ja, mein Gott." Und alle gucken mich an: „Ne, guck mal dein Leben an, das würde ich so nie schaffen." Und ich denke so: „Na ja, was soll ich halt machen, ne?" Also, ich spiele das so runter und das ist aber nicht richtig. Da machst du's richtig, weil du sagst: „Ne, du bist was Besonderes und guck mal, was wir alles schaffen und leisten mussten." Und ich denke mir immer so: „Na ja, muss halt, ne? Also, hm, Aber du, ich sage dir, das war bei mir auch ein mega langer Prozess und es ist glaube ich." immer noch 'n Prozess. Das hört ja nie Mm-mm. auf, ne? Ich habe auch Phasen, wo ich dann denke so: „Was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier überhaupt auf der Welt? Was ist der Sinn davon irgendwie Mhm. so, wenn ich nur tagelang rumliege und nix machen kann und, irgendwie keine Aufgabe habe oder so?“ Aber gut, jetzt habe ich ja mir selber 'ne Aufgabe geschaffen, weißt du, indem ich halt eben diese Aufklärungsarbeit Was sehr schön mache ist. und, viele sagen ja auch: „Hä, warum du steigerst dich doch da jetzt total rein und so.“ Und ich so: „Hä, überhaupt nicht.“ Für mich ist es eher, ähm ich kann da jetzt viel neutraler und lockerer mit umgehen, als wenn ich jetzt alleine quasi, zu Hause sitzen würde Ja. und halt weiß ich nicht, ob man das verstehen kann, aber ich bin so vom Typ her, ich brauche immer irgendwie 'ne Aufgabe, dass ich, ähm, Was zu ja, tun mich habe, auch ja. irgendwo irgend 'n Sinn habe. Ich brauche Ja, irgendwie immer 'n Sinn und, ja, und dieses Beschäftigen und mir immer mehr Wissen anzueignen und, das, tut mir total gut, das glaube ich dir. so. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich nur die teilweise EU-Rente bekommen habe und noch 4 Stunden arbeiten gehen darf, weil ganz ohne Arbeit wüsste ich jetzt, ich würde kaputt, also, ich bin froh, dass ich noch 'ne, wie du Ja, schon sagst, 'ne Aufgabe habe, wo ich hingehe, wo genau. ich was machen kann und, dass ich so 'n irgendwas noch am Tag habe, was ich, also, ich hätte bestimmt auch noch 5.000 andere Sachen hier zu tun, so ist es nicht, aber irgendwann ist das auch mal abgegessen und dann Mhm. sitze ich da und ich brauche auch so 'ne Aufgabe, wo ich jeden Tag irgendwie was Sinnvolles tue. Ja. Und es ist halt schwierig, sich so den Alltag zu schaffen, dass man halt eben Geld zum Leben hat, Mhm. aber eben auch, die Zeit hat, um sozusagen die Batterien aufzuladen, weil die ja bei uns einfach viel schneller leer sind oder halt gar nicht mehr richtig aufladen wie bei gesunden Menschen, Ja, ne? das stimmt. Jetzt sind wir so 'n bisschen abgeschweift, Ja. aber so ist es halt. So, jetzt habe ich hier auch so mal halb meinen Kaffee verschüttet. Ähm, Wir waren jetzt bei deiner ersten Darmbau-OP Mhm. und du hast dann angedeutet, dass dann die Beschwerden von Maid-Turner und Nussknacker dann erst präsent geworden sind. Wie haben die sich bei dir dann geäußert? Also, präsenter dann, weil vorher war der Oberbauchschmerz so krass und der war dann weg und dann hattest du natürlich den Fokus auch vom Kopf her dann auf die anderen Partien. Und es Mhm. war dann viel Unterleibsschmerzen, viel Probleme auch mit, Regelblutung dann, wo die eingesetzt habe. Ich bin da regelmäßig zusammengebrochen, weil meine Regelblutung angefangen hat, weil die Schmerzen auch so stark waren. Und vor allen Dingen halt Linksflankenschmerzen, also die Nierenschmerzen und die Flanken, das war heftig. Und das hat er dann nicht mehr so mit Essen zu tun gehabt. Das war ja dann, das Ding war ja gegessen, sondern ich habe dann das Gefühl gehabt, dass es viel mit Position zu tun hatte, wie du sitzt, liegst, stehst. Also, ich konnte nicht mehr lange stehen. Also, wenn ich auf einem Mhm. Ort stehen sollte, das hat dann irgendwann so in die Flanken gezogen und so wie so 'n Gürtel sich drumherum gezogen, dass ich musste mich hinsetzen, sonst wäre, also, das Gefühl, als würdest du in 2 brechen, was natürlich nicht geht, aber vom Gefühl her, also, ich konnte überhaupt nicht mehr lange stehen, egal wenn man doch mal auf'm Konzert ist oder irgendwas. Ich musste immer Sitzplätze nehmen. Das habe ich aber übrigens bis heute auch noch. Ähm, Auch lange sitzen ging nicht. Also, oft war eigentlich dann die liegende Position die halt am angenehmsten war. Mhm. Und dann bin ich halt wieder zu Herr Schäuble und haben wir das halt, also, was heißt wieder? Wir haben das dann, damals war er noch im Klinikum, da ging das ja alles noch schön über die Krankenkasse. Da war ich dann im 6-Wochen-Rhythmus oder so, war ich dann immer bei ihm und dann wurde immer geguckt mit der ASS-Therapie, bringt's was, bringt's nichts. Mhm. Und irgendwie hat's aber dann nicht wirklich viel gebracht oder nur am Anfang und dann nicht mehr. Und irgendwann hat er dann gemeint, na ja, er kennt halt Herr Sandmann und Herr Sandmann würde halt auch die anderen Operationen machen, wäre halt 'ne offene OP und er würde da mal den Kontakt, zu ihm stellen und ich könnte mir das ja mal anhören und
Ja, und so kam dann der Kontakt zu Herrn Sandmann dann dazu. Mhm. Und dann bin ich mit Mama dann nach Mettmann. Also, damals war der, glaube ich, noch als Erstes in Mettmann sind wir dann dahin gefahren und haben halt das Gespräch mit ihm gesucht. Und Herr Sandmann habe ich ja auch total als absolut lieben, empathischen Menschen kennengelernt und der auch genau dich so ernst genommen hat wie Herr Scheubach. Und Mhm. ich weiß, dass mittlerweile beide irgendwie in Verruf geraten sind und dann auch mal wieder nicht und wieder doch. Und wir haben mich dann versucht, aus dieser Bubble auch ein bisschen zurückzuziehen, wo es um die beiden wenn es um die beiden Ärzte geht. Ich merke es nur jetzt immer noch, wenn ich zu Ärzten gehe und die Namen erwähne, dass sofort die Blicke sich ändern. Also, du merkst richtig, dass, die beiden Ärzte scheinbar in der Ärztegesellschaft nicht gut dastehen. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll, aber ich merke das immer wieder, sobald ich die beiden Namen nenne, werde ich anders behandelt. Also, das Krass. versuche ich auch zu vermeiden. Also, ich habe zum Beispiel ganz kurz, egal bei welchem Arzt ich war, die kennen die alle nicht. Ach so? Also, ich weiß nicht, in welcher Ecke ich hier bin, aber die haben weder von den Gefäßkompressionssyndromen oder irgendwas gehört, noch von den Ärzten. Also, ich bin hier völlig lost gewesen. Na, hier in Halle jetzt ich bin ja jetzt in Halle in der Uniklinik, da kommt halt ständig der Satz: „Na, die haben so viel" wie sagen sie immer? „So viel Baustellen von Herrn Sandmann und Herrn Tolbach zurückbekommen." Also, so 'ne Art wie alles, was halt nicht funktioniert hat, es landet halt bei uns in der Uniklinik so und hat sich da vorgestellt und, wo halt sozusagen es nicht funktioniert hat oder danach noch schlimmer ist oder die was operiert haben, was nicht da ist. Diesen Satz höre ich ja auch noch sehr häufig. Also, das merke ich Mhm, bei uns an der Uniklinik, dass ich da echt vorsichtig sein muss, mit wem ich da rede. Und wo's auch noch ganz schlimm war, war Dresden und Leipzig. Ich war noch einmal in Dresden, einmal in Leipzig, jetzt später dann, mhm. so kurzer Abschweif grade. Und in den 2 Kliniken wurde ich auch richtig bitter runtergemacht, vor allem in Dresden, Uni Dresden, da war meine Mama auch mit. Und dann hat die meine Mama echt an 'n Kopf geworfen, also, dass sie ihrer Tochter das antun konnten, sie zu Herrn Sandmann, schicken und sie so zur na, was auch immer, also, dass sie sich da als Mutternähe und also, so haben die ja angefangen, ne? Meine Mutter saß Boah. daneben mir und hat geweint. Ich habe sie dann in den Arm genommen. Als wir da raus waren, habe ich auch gesagt: „Mutti, du hast alles richtig gemacht. Woher sollst denn du wissen" also, nein, das ist total falsch, was die gesagt haben. Du hast das gemacht, was du dachtest, was in dem Moment das Richtige ist. Und das war auch richtig, das war gut so. Ich hätte ja sonst nicht weitermachen können irgendwie, ne? Mhm, Aber die haben dann Aussagen getätigt, wo ich so dachte: „Also, hast den vorher noch so 'n Ordner geschickt, dass sie den bitte dann durchgucken, weil du ja 'ne Zweitmeinung haben wolltest, den haben sie gar nicht mhm. durchgeguckt. Du kamst da rein: „Ja, worum geht's denn so?" Ich so: „Na, ich habe ihnen doch die Unterlagen geschickt." „Ja, da kam ich nicht dazu" und so. Dann hast du die 2 Namen erwähnt und dann hat sich das ganze Blatt gedreht und dann meine Mutti hat alles abbekommen und ich dachte so: „Okay, jetzt können wir gehen." Also, das Boah, war heftig. Also, heftig, was man da, erlebt. Und ich muss ja sagen, ähm, über die Jahre habe ich alle möglichen, ähm, Erfahrungen gelesen und gehört, ne? Manchen ja, ging's halt besser, manchen ging's schlechter, bei manchen hat sich's nicht geändert. Man muss aber halt schon sagen, dass Dr. Scheubach und Dr. Sandmann eigentlich mit die ersten Ärzte waren, also meines Wissens, ja, die genau. sich halt überhaupt mit diesen Erkrankungen beschäftigt haben. Ja, Und also, man muss ja mal erst mal dankbar sein, dass überhaupt da mal Ärzte sind, die das gesehen haben und die sich dann auch in den Jahren darauf damit, beschäftigt haben, weil ja. alle anderen Ärzte haben das halt nicht gemacht, Ja, ne? weil Und für das ist die halt immer das, wo ich sage, natürlich kann man jetzt sich streiten, ob jetzt die OP-Methoden so sinnvoll sind oder nicht, grade mit Blick, auf, andere Länder, welche OP-Techniken die ja, haben. Aber letztendlich ist es so, wir haben hier in Deutschland keine andere Wahl gehabt und müssen also froh sein, dass wenigstens diese beiden Ärzte, sich hingestellt haben und, uns gesehen haben und uns ernst genommen haben, ja. ne? Aber wenn halt alle anderen Ärzte sagen, die operieren was nicht da ist, dann stehen die beiden Ärzte Ja, halt auch alleine da, ne? Das ist dann springt keiner auf, ja, weil die meinen, das gibt's nicht, was da operiert wird. Die operieren irgendwas, was nicht da ist, nur um Geld zu machen ja, und schaden halt dann das den hört man Menschen, halt was das hört total man halt leider bekloppt oft. Und ist. ich glaube aber, dass vielleicht damals also, ich glaube, dass jetzt halt dadurch, dass beide eben das nur auf Privatleistungen machen, dass das halt so 'n Beigeschmack hat, ne? Also, Ja, weil du musst dir quasi jetzt leisten können
gesund zu werden. Ja, aber da muss ich auch Und dazu sagen, dafür können die halt gar nicht viel. Mit Herrn Scheubach habe ich da lange drüber geredet. Er hat Jahre versucht, in die Krankenkassenportfolien reinzukommen, aber da die mhm, Erkrankungen so selten sind, haben die Krankenkassen es halt nicht aufgenommen. Also, er hatte keine Wahl, außer es dann privat weiterzuführen, weil er nicht in die Krankenkassen reinkam. Also, er mhm, hat's jahrelang versucht. Zumindest hat er's mir so halt erklärt gehabt, weil ich halt auch gefragt habe: „Na ja, es ja. wird halt immer teurer und wie sollen sich das Leute leisten, die“, dann wo er anfing: „Ich weiß, aber ich weiß, mir sind die Hände gebunden. Er will gerne, aber er kommt nicht Mhm. rein.“ Aber ich glaube, es ist halt so, was man jetzt halt auch, in den Selbsthilfegruppen liest. Ich weiß noch damals, wo ich dann bei ihm war, da war er ja auch voll happy, dass, Andreas, also Doktor Putz, mitgekommen ist und Ja, er so: „Boah, endlich noch ein Arzt, der sich damit beschäftigt und nicht sagt: ‚Das ist 'n Scheiß‘“, sondern, ja, der ja seitdem auch, so viele Frauen schon diagnostiziert hat ja. damit. Und da hatten wir auch 'n ganz tolles Gespräch und ich habe richtig gemerkt, wie er sich da, gefreut hat. Und da hatte ich aber halt 650 € bezahlt. Und Mhm. was halt die meisten nicht verstehen, warum jetzt, 'n paar Jahre später die gleiche Untersuchung 1.700 € kostet. Weil Und halt das ist alles halt das. teurer wird, ne? Es ist halt Aber es kann sich niemand mehr leisten. Also, ich ne, weiß halt, 650 € waren für mich halt schon ja, mega für mich viel, auch. wo ich nicht wusste, wie soll ich das schaffen, aber 1.700 € bei chronisch kranken Personen, die halt teilweise schon gar nicht mehr arbeitsfähig sind, Nein, Grundsicherung erhalten, die haben keine Chance da drauf, nein, das stimmt. überhaupt. Und das ist eigentlich die größte Problematik, die ich halt, beobachte, dass, die Betroffenen alle total verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wo sie die Diagnose herbekommen können, ne? Ja, das stimmt. Aber, ja, es soll ja hier eigentlich um dich gehen und Ja, um aber es deine ist halt auch so Geschichte. interessant drumherum, ne? Also, ja, Ähm, ja, wie ging's dann weiter? Du warst dann bei Doktor Sandmann, ne? genau. Wir waren in Mettmann bei Doktor Sandmann und haben uns das halt alles angehört und er dann hat gesagt, dass er das halt machen würde und hat erzählt halt, dass er beides machen würde, Maltone und Nussknacker halt in einer OP, dass ich halt nicht zweimal ran muss und, hat dann noch bisschen Bedenkzeit gehabt. Aber dadurch, dass es mir dann auch immer schlechter ging, haben wir dann gesagt: „Okay, Mhm, wir machen das.“ Du weißt ja aber auch beim ersten Mal noch nicht, was ja auf dich zukommt. Du denkst ja irgendwie so: „Okay, danach bist du schmerzfrei, alles gut“, was ich natürlich komplett ja. unterschätzt habe, was halt dann danach war. Aber wir haben das dann gemacht. Ich glaube, die erste hatte ich dann 2016. Da wurde ich das erste Mal bei Herrn Sandmann operiert. Und da ist Maltürne und halt das Nussknacker und dann haben sie dann halt einmal Teflonprothese eingesetzt und einmal Bypass gelegt beim Nussknacker, weil bei mir das Phänomen war, dass meine Nierenvene schon von Geburt an hinter der Wirbelsäule irgendwie lief. Also, die lief schon generell falsch, also nicht so das typische Nussknacker, sondern noch mal so 'ne andere Form davon. Ja, es Und dann gibt haben ja sie das dann Anterior und Posterior und das eine ja, ist ja sozusagen, dass es vor der Wirbelsäule zwischen Wirbelsäule und Arterie eingedrückt wird, die Nierenvene. genau. Und, im anderen Fall wird's sozusagen hinter der Wirbelsäule Dann war's das. eingedrückt. Also, das Das ist Seltenere das, was Seltenere du davon, hast. das war dann noch bei mir der Fall und dann haben sie Genau, das dann hinter der Wirbelsäule. genau. Mhm. Was wo ich immer heutzutage sage: „Na, ist ja klar, wenn irgendwas Seltenes ist, dann hat's sowieso Lisa, ist in Ordnung.“ Aber Ich sage und auch immer, ich habe die Sachen, die chronisch sind. ja, Dafür habe ich nie 'ne Erkältung oder 'ne Grippe oder so. ja, ist wirklich so. Ah ja, oh Gott, ohne Humor, ging das alles nicht, ne? Nein, das wirst du nicht Aber schaffen. wie alt warst du dann? Warte, 2016, jetzt muss ich kurz, selber rechnen, jetzt haben wir 25, ich bin 32 oder 25, 16, 10 Ja gut, aber du Jahre. hast es ja dann doch noch lange Genau. ausgehalten, Wir ne? Und hatten vielleicht, kannst du kurz erklären, du hast jetzt gesagt, ja, was wurde jetzt bei der OP gemacht? Also, du sagst 'n Bypass. genau, also ich hatte ja dann also zwischen 2009 war, glaube ich, die Dunbar-OP und 2016 waren ja doch paar Jahre noch dazwischen, aber Ja. wie's halt so ist, ich habe man versucht ja trotzdem, das irgendwie rauszuziehen, ne, mit Schmerzmedikamenten, bla bla. Und da ich aber dann wusste von Herrn Scheubach, dass das so 'ne große OP wird und du Mhm. ja langsam auch als, Teenager wusstest und auch weißt, was das dann bedeutet, habe ich's halt auch versucht, so lange wie möglich rauszuziehen, aber irgendwann ging's halt nicht mehr und deswegen war dann auch dann 16 genau die OP und, also so wie ich das verstanden habe, aber ich bin also
da so viel passiert ist bei mir und so viel OPs und keine Ahnung, bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich alles richtig wiedergebe, was jetzt bei mir irgendwie da drinne ist. Aber so wie ich das verstanden habe, wurde die Nierenvene halt als Bypass gelegt, dass die halt dann vorne rumläuft und die Hohlvene? Oh Scheiße, ich krieg's nicht mehr Ja, zusammen. Ich doch, müsste also, meine dass sie halt sozusagen wie 'ne normale Vene eigentlich halt, vor der Wirbelsäule verläuft. Das heißt, sie genau, wurde sozusagen umgesetzt. genau. Und Wurde denn da auch eine Prothese drumrum gesetzt, damit die nicht abgedrückt wird? also, soweit ich weiß, dort nicht. Ich habe eigentlich nur bei Matt Turner dachte ich, ne, doch. Ich habe auch bei der Nierenvene eine. Doch, dann müsste ich 2 haben. Oder kam die erst später, dass sie Na, erst mal den Bypass gemacht haben? das die Sache ist, ich wurde ein Jahr später an der Sache ja noch mal operiert, weil die Teflonprothese, die gewählt wurde, zu klein war und sie so zugegangen ist. Ich kann Mhm. jetzt aber grad nicht mehr sagen, ob's die Prothese jetzt vom Nussknacker oder von Matt Turner von welcher Vene das Ups, jetzt kriege ich jetzt grad aber nicht mehr zusammen. Beckenvene mhm, Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Teflonprothesen drin habe und dass ich 'n Bypass da habe, da unten irgendwo alles mhm. drin. Aber Und, ich habe das ist ja 'ne offene Bauch-OP gewesen, das heißt, du ja, hast 'n Bauchschnitt bekommen. ja. Ähm, und jetzt sagst du, du hast ein Jahr später, Also, musstest eigentlich du sozusagen noch mal nach 3 Monaten habe ich gemerkt: „Scheiße, die Schmerzen sind alle wieder da.“ Und dann bin ich ja wieder oh, hin zu Herrn Schollbach und dann hat man halt gesehen, dass die Teflonprothese, ich glaube, damals war sie 12 mm ringverstärkt und die war zu klein gewählt. Jetzt habe ich, glaube ich, 16 mm drinne mhm. und die hat dann funktioniert. Aber bei mir war das auch noch so, Herr Sandmann hat, glaube ich, hat bei mir die noch um die Vene drumrum gemacht. So wie ich's ja verstanden habe, wird es ja jetzt, wie eingebaut, also, dass die Teflonprothese in die Vene eingebaut wird. Bei mir war das damals Entschuldigung, Stinky, raus, mein Hund, Entschuldigung. Olaf, raus, komm, ab. Muss mal kurz die Tür Stinky. zumachen. Wie kannst du denn hier rein? Die Tür war zu, du Doofi. So, soweit ich weiß, dachte ich, wurde es denn bei denen nach mir dann Vene, Teflonprothese, Vene so eingebaut und bei mir wurde es aber noch drumrum, wie so 'n Mandel drumrum gelegt. Weißt du, wie ich meine? Also, es ist ja so, dass also, du hast ja aber keinen internen Stent. Es ist ja wirklich 'n externer Stent, also 'ne Genau, Ummantelung um die Vene drumrum. Und normalerweise wird es ja dann vernäht. genau, aber, also, Ähm, ich hatte gehört dann danach, dass bei manchen dann wirklich die Vene gekappt wurde sozusagen und das Prothesestück wirklich eingebaut wurde in die Vene. Und bei mir wurde es ja aber noch um die Vene drumrum gelegt sozusagen. ach so, okay. Also, ich kenne nur, dass es um die Vene drumrum kommt. Mhm. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall so ist es dann bei mir. Wie gesagt, beim ersten Mal hat's halt nicht so funktioniert, beim zweiten Mal dann schon. Mhm. Das war Waren dann denn die Schmerzen, die dann wieder gekommen sind nach der OP, exakt genauso ja, wie die, die du vor der OP hattest? ja, Ah ja. gefühlt aber sogar Mhm. noch mehr. Okay, Also, krass. die Und waren dann dann war die schon en also, wie ging's dir, wo es dann die Entscheidung war: „Okay, jetzt operieren wir noch mal die gleiche OP sozusagen?“ also, ich muss sagen, nach der OP generell bei Herrn Sandmann, also, Triggerwarnung, Selbstmord, aber, nach jeder OP, die ich hatte von so was, habe ich gedacht, ich will mir das Leben nehmen, weil das für mich nicht mehr tragbar war, was danach mit deinem Körper, also, man hat ja im Kopf, du begehst jetzt die OP, danach geht's dir besser. Du vergisst oder du denkst ja noch gar nicht richtig dran, vor allem nicht beim ersten Mal, was dann danach auf dich zukommt. Und mit alleine, ob nun Laufen, richtig atmen, richtig aufrecht laufen, Klo gehen, wenn alle Bauchmuskeln durch sind, es ging ja gar nichts und ich habe mich so hilflos und so verloren gefühlt und dann halt diese Schmerzen, die du ja sowieso nach 'nem offenen Bauchschnitt dann hast, also zumindest waren die bei mir Mhm. extrem. Also, eigentlich wollte ich nicht mehr und als ich das dann so weit überstanden habe, aber ich habe immer ungefähr 'n halbes, 3/4 Jahr gebraucht, bis ich so weit wieder hergerichtet war, dass ich entweder arbeiten, Schule, was auch immer gehen konnte. Also, ich habe echt immer lange gebraucht, um wieder Wahnsinn. so weit auf 'n Dampfer zu kommen, dass das alles funktionierte. Muss aber auch Mhm. dazu sagen, dass ich durch diese ganzen Schmerzen und durch diese auch schon durchs Dunbar damals dann doch relativ viel abgenommen hatte und dann auch relativ schmal war.
plus die OP dann und danach war gefühlt dann nichts mehr an mir dran, außer gefühlt Haut und Mhm. Knochen. Also, ich hatte dann auch wirklich zu tun, also, auch mit der Kraft, mich überhaupt auf die Beine zu halten oder mich irgendwie mal hochzudrücken, und nach 'ner OP sollst du ja gleich aufstehen und das und dies, und ich hätte alle schlagen können, wo ich sagte: „Ich kann nicht, es geht einfach grad nicht." Und also, für mich war die Zeit danach der Horror, und wirklich jedes Mal wollte ich mir irgendwie das Leben nehmen, weil ich dachte: „Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht." Und erst nach 3 Monaten dann, da warst du ja noch mitten in der Heilungsphase, dann hieß: „Okay, hat halt nicht funktioniert, müssen noch mal ran." Na, das war halt wie so 'n Schlag in die Fresse. Das war so, wo ich dachte: „Noch mal alles? Ich bin doch grad dabei, noch zu heilen. Wie schafft das mein Körper? Ich habe doch noch gar nicht irgendwie was aufgebaut. Ich habe doch noch gar nicht irgendwie was zugelegt, dass mein Körper noch mal so 'ne OP schaffen würde und so." Und ich weiß auch noch, vor der zweiten OP haben dann ich und meine Eltern zumindestens, mündlich und für uns schriftlich so 'ne Art, na, Testament will ich jetzt nicht sagen, aber so 'ne Art was festgehalten, weil wir alle, glaube ich, Schiss hatten, dass ich die OP nicht schaffe, also oder Angst hatten davor, weil ich halt noch so schwach war und weil ich halt schon wieder dahin musste. Und aber Gott sei Dank, ich hatte auch, muss ich sagen, bei Herrn Sandmann auch immer total tolle Bettnachbarn, die ja meist irgendwie was Ähnliches hatten, und man hat sich dann schon versucht, immer so bisschen gegenseitig mit, das tat sehr gut dort. Und bei Herrn Sandmann warst du auch in der Klinik, du wurdest nicht scheiße behandelt, du wurdest super behandelt, es wurde alles ernst genommen. Hattest du mehr Schmerzen, hast du schnell Schmerzmittel bekommen. Also, da wurde ja auch wirklich auf dich geachtet, was, Mhm. glaube ich, 'n großer Punkt war. Und meine Mutti durfte auch mit dort übernachten. Also, ich muss halt sagen, meine Mama hat mich halt von immer begleitet in der ganzen Zeit. Ja. Ja, Und das ist super schön, ja. Meine auch, meine ist auch immer ja, dabei. ne? Auch heute Ja. noch manchmal nehme ich sie mit, wo ich sage: „Mutti, könntest du, Mhm. ich habe Schiss", keine Ahnung. Und das ist halt, ich bin zwar Mhm. 32, aber und habe auch 'n Mann, aber meine Ich Mama bin hat halt, 37 und Mama ist immer noch die Beste. genau, so geht's mir halt auch. Und da bin ich auch sehr froh, dass sie das alles so mitgemacht, weil ich glaube, das hat bei ihr auch sehr viel Spuren hinterlassen, so ihr Kind in 'n OP zu lassen, zu wissen nicht, ob's wieder zurückkommt. Dann heißt's, es dauert 4 Stunden, dann bin ich nach 8 Stunden noch nicht wieder da. Also, das ist, glaube ich, nicht, und nicht Ja, weinen. okay, super. Bei mir kommen jetzt die Tränen. Och nein, Entschuldigung. Nein, es berührt mich einfach total, weißt du? Und, ja, was halt auch unsere Mamas so mit Ja, durchmachen, mit uns, obwohl wir erwachsene Frauen sind. Wir sind immer ihre Kinder. ja. Und das merkst du auch immer wieder, wenn Auch irgendwas so ist, wie dankbar Mama einfach, reagiert. dass ich meine Mutter habe. Ja. Ja, ich auch. Also, mein Papa hätte das nie so geschafft, mit mir durchzuziehen, weil er auch viel sensibler auch, also, meine Mama ist 'ne sehr starke Person, auch wenn's nach außen zumindest hin, und nach innen vielleicht nicht immer so, aber nach außen ist halt auch Lehrerin, ne? Die kann das irgendwie so bisschen abschotten. Die kann dann auch einfach mal sagen: „So, Töchterchen, du stehst jetzt auf, und wenn du jetzt Schmerzen hast, wir machen das jetzt und wir gehen jetzt 2 Schritte" oder so. Und das habe ich aber dann in der Zeit halt auch gebraucht. Mein Papa wäre so gewesen: „Ne, ne, bleib liegen, dir geht's nicht gut, alles gut", ne? So, und ich habe aber, also, meine Mama hat immer diesen Mittelweg geschafft zwischen: „Ich gebe dir Ich zeige dir, also, das Mitgefühl und dass es echt scheiße ist", aber auch diese Strenge 'n bisschen so: „Komm, wir stehen jetzt trotzdem auf, wenigstens 2 Schritte, auch wenn du Schmerzen hast, aber wir müssen so." Also, das Mhm. fand ich so, ja, schon irgendwie Wahnsinn, wie sie dann trotz in dieser Situation, wenn dein Kind da so liegt mit, also, ne, das dann so zu schaffen, muss ich Mhm. echt sagen, Hut ab für meine Mama. Ja. Ähm, sag mal, w war das denn schon 'ne Privatklinik bei Sandmann, wo du dann operiert wurdest, die 2 Ne, Male? ne, War noch noch nicht. ging auf Kasse sozusagen noch? Genau, beim zweiten Mal ging's auch noch auf Kasse, und dann Mhm. war ich ja noch mal bei Herrn Schollbach, und theopraktisch wäre da noch mehr jetzt gewesen, aber da ich dann ja auch die ganzen Nachrichten von diesen negativen Sachen zwischen den 2 Ärzten, und dachte ich so: „Na ja, jetzt ist angeblich noch mit der Milzvene was und mit der Vene noch was." Und irgendwann war dann so: „Oh, ich will aber auch nicht mehr an mir rumschneiden lassen." Und hätte ich das aber noch hätte wollen, dann wäre dann auch schon die Klinik von Herrn Sandmann privat gewesen. Also, hätte ich jetzt 'ne dritte OP gebraucht oder gemacht,
das wäre dann schon, ich glaube, 'n Jahr später oder 2 Jahre später, nachdem meine zweite OP war, war das dann privat bei Herrn Sandmann. Und dann hätte ich da Also, also, ich habe dann auch die verstehe ich Krankenkasse jetzt richtig? Sorry. angeschrieben. Bitte? Sorry, aber, also, nach deiner, 2. OP bei Dr. Sandmann, da wurde sozusagen, noch mal an Nussknacker und Maid Turner operiert? Genau, beides noch Noch mal. irgendwas anderes? Weil es ist ja auch zum Beispiel oft, dass die Nieren absinken, dass der die dann irgendwie fixiert, ist ja auch bei einigen. Na, das ist es ja. Also, das wurde dann alles operiert, dann war das so weit erst mal gut. Dann kamen aber halt danach wieder Schmerzen, wieder, also, nach 3, 4 Monaten kamen wieder Schmerzen hinzu, die sich wieder ähnlich anfühlten, wo ich dachte: „Das kann doch Also, nicht wahr schon wieder sein." auch nach der 2. OP? Genau, auch nach der zweiten. Das hatte aber dann nichts mit den, also, ich komme gleich drauf. Genau, da kamen die Schmerzen Mhm. wieder und dann bin ich halt noch mal zu Herrn Schollbach und dann hat er halt so was noch festgestellt, wie dass meine Nieren im Stehen halt absinken, dass generell meine Ja, ganzen Organe im Stehen runterrutschen, dass ja, die haben ja Milzvene viele. nicht so sein, also, da kam noch, also, da habe ich noch 'n Befund hier liegen, da sind bestimmt noch 10, 12 Sa Punkte aufgeschrieben, wo ich aber irgendwann dachte: Oh Gott. „Ey, wenn ich das alles abarbeite, ich kann mich nicht 5.000 Mal aufschneiden lassen. Das funktioniert nicht, das schaffe ich einfach Ja. nicht." Und irgendwann, also, die Schmerzen wurden ja dann trotzdem mehr und, dann habe ich halt dann mit Schmerztherapie angefangen. Ähm, nein, Quatsch, falsch, jetzt bin ich grad genau, die Schmerzen wurden immer mehr und dann hat's nicht lange gedauert. Ich glaube, ne, jetzt bin ich durcheinander. Warte kurz. Also, ich hatte die zweite OP bei Herrn Sandmann, dann war ich ein Jahr schmerzfrei. Jetzt habe ich, genau, dann war ich ein Jahr schmerzfrei. Das war das Jahr, wo ich dann nach Halle gezogen bin und hier meinen neuen Job und mein neues Leben angefangen habe. Und das war das Jahr, wo ich einmal richtig schmerzfrei war und das war das schönste Jahr überhaupt, weil ich weiß noch, wie ich teilweise bis nachts irgendwie mit Freunden draußen saß und trotzdem früh um 6 auf Arbeit bin und es hat alles funktioniert, weil es dir halt gut ging. Du warst schwimmen, du warst das, du warst hier, du warst überall und nirgendwo. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das Jahr geschafft habe mit so wenig Schlaf, aber du hast so das Gefühl, Hast alles alles, nachgeholt, was du in ja, deinem Leben genau, noch nicht alles nachgeholt, machen was konntest. ging. Und dann wirklich Mhm. so knapp nach 'nem Jahr fing dann vor allen Dingen Darmschmerzen an und vor allen Dingen mit Essen habe ich dann Probleme gekriegt und ständig Durchfälle und dann bin ich halt, äh ja, dann bin ich zum hier ins Klinikum gegangen und habe mich halt vorgestellt und habe das halt erzählt und fing halt an: „Na ja, Sie haben 2 große Bauchoperationen. Kann auch sein, dass mal hier und da 'ne Verwachsung ist, die bisschen, aber lassen Sie sich noch Zeit, ist jetzt erst 'n Jahr her, bla bla." Es hat keine paar Wochen danach gedauert, dann hatte ich auf einmal 'n Darmverschluss. Also, das war Oh, dann auch 'ne Not-OP, weil das durch die Verwachsungen der Darmverschluss gekommen ist. Also, die Verwachsungen haben sich um den Darm, ja, wie so drumrum geschnürt und den Darm zugemacht und das war dann mein Darmverschluss und da wurde ich dann auch notoperiert. Und wie fühlt sich 'n Darmverschluss an? Ganz kurz, wenn man das noch nie hatte. also, ich dachte ja auch immer, du kannst dann erst mal nicht auf Klo sozusagen. Das dachte ich immer. Also, bei mir lief das ab. Ich bin früh aufgestanden, habe noch mein Morgengeschäft gemacht, wollte eigentlich auf Arbeit und mit einmal fingen die mörderigsten Schmerzen und, also, ich glaube, ich hatte es links unten war's bei mir an, sodass ich konnte mich nicht aufrichten, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte mich nicht hinsetzen, es ging gar nichts mehr. Ich bin nur noch krumm durch die Wohnung und habe ich versucht, irgendwo festzuhalten und irgendwie das wegzuatmen oder so, aber das kam mit so 'ner Heftigkeit und so schnell, ich wusste nicht, was los ist. Und da habe ich dann auch nur 'n Freund angerufen und gefragt, ob er vorbeikommen kann. Und dann kam er vorbei und dann wollten wir eigentlich zum Hausarzt, aber ich habe keinen Schritt geschafft. Und dann hat er dann Taxi geholt, dann sind wir mit'm Taxi noch zum Hausarzt, weil ich ja dachte, ja, weiß ich, ist 'n Pups quer, keine Ahnung, man denkt ja nicht an irgendwas Schlimmes erst mal so. Dann sind wir zum Hausarzt und die drückte mir so 2 auf'n Bauch rum und sagte: „Ne, wir können kleinen, Rettungswagen holen, ab ins Krankenhaus, das wird 'n Darmverschluss sein." Und ich so: „Wie, was, hä, warum?" Und dann ging das aber auch alles schnell. Rettungswagen kam, ab ins Krankenhaus, Ultraschall, Kopf drauf, alles klar und Abi Galoppi und 'ne OP. So, und das war ging dann ganz schön schnell und die Sache war aber halt, dass die wieder meinen ganzen Bauch aufgemacht haben, weil die Verwachsungen, also, die haben erst 'n Stück aufgemacht, um halt eigentlich nur den Darmverschluss zu machen und haben dann aber gesehen, dass der ganze Bauchraum voller Verwachsungen ist, also, in allen möglichen Stellen, ob nun an der Darm, an der Leber
Richtung Blase runter und deswegen haben sie mich dann wieder komplett aufgemacht, alle Verwachsungen weggemacht und wieder zugemacht. Und ich weiß auch noch, dass die vorher sogar Herr Scholbach oder Herr Sandmann angerufen haben, um herauszufinden, wo die Prothesen alle liegen, damit die nichts kaputt machen. Weil ich denen noch Mhm. gesagt habe, dass ich das habe und Mhm. dass da alles drin ist und dass sie da bitte nichts kaputt machen sollen, weil das wäre der Horror, wenn ich da noch mal irgendwie ran müsste. Und da haben die sich Ja. sogar die Befunde und sowas alles noch eingeholt, damit sie da wissen, wo das alles liegt und das nicht kaputt machen. Ja, und die Zeit nach der Darmverschluss-OP war genauso schlimm wie die nach den Sandmann-OPs. Also, es ist ja genau dasselbe, Bauchraum, alles wieder auf. Ist immer Das dieser 3. Mal Bauchschnitt, ne? ja, Also, das höre ich immer wieder, dass der Bauchschnitt richtig heftig ist und dass ja, man danach so lange braucht, um ja, sich davon zu erholen. das ist Wahnsinn und was das halt alles so mit weil auch die ganzen Bauchmuskeln ja, ich will nicht sagen durchtrennt, teilweise nicht, aber wenn ich jetzt mal wirklich so ehrlich sein, du sitzt aufm Klo und möchtest dein großes Geschäft machen, aber du kannst nichts ansteuern. Du sitzt da und du kannst drücken, wie du willst, aber das Drücken da passiert nichts. Da passiert einfach Mhm. nichts und du irgendwann musst du ja aber eigentlich mal und hast so Schmerzen, du kannst nichts machen. Also, wie oft damals mein Ex-Freund mit mir auf Toilette war, ich saß, habe so die Hand gehalten und habe fast geheult in der Hoffnung, dass ich irgendwie das rauskriegte oder so. Also, weiß ich nicht, wenn man das so zurückerinnert, ich will jetzt kurz bei mir, Entschuldigung. Oh, ich will diese Zeit nicht wieder zurückhaben, ehrlich nicht. Das Ja, war glaube ich. deswegen habe ich ja so Angst wegen den Verwachsungen halt jetzt, weil dieser Darmverschluss hat sich ja dann nach 2 Jahren wiederholt. Also, ich hatte dann 2 Jahre danach also, ich muss sagen, dass seit dem ersten Darmverschluss wurde ich nie wieder schmerzfrei. Also, seitdem bin ich auf Morphinpflaster, bin ich auf all mögliche Schmerzmittel eingestellt, damit irgendwie klarkam. Dann kam nach 2 Jahren exakt nach 2 Jahren der zweite Darmverschluss, genau dasselbe im Frühen wieder, nur im falschen Krankenhaus, also bei uns in der Uniklinik, wo ich behandelt wurde wie das letzte Stück Scheiße. Da habe ich wirklich, die größten Traumatas her von einfach, ich setze alle Schmerzmittel ab, einfach so nach der OP und du liegst da und denkst, du musst sterben, bis hin zu nach 10 Tagen, wenn sie das Krankenhaus nie verlassen, jetzt, weil es reicht ja langsam, dann musst du in 'ne Klapse einweisen, wo du denkst: „Ich habe 'n großen Bauchschnitt, also was wollt ihr denn von mir?“ Also, das war einfach das falscheste Krankenhaus, was ich wählen konnte dafür, wobei ich ja nicht Die viel haben zu Wahl dir hatte, gesagt, wenn du du sollst, in die Psychiatrie oder was? Oder nach 10 Tagen nach der OP und ich ja immer noch voller Schmerzen war und immer noch viele Medikamente brauchte, hieß es, wenn sie sich jetzt nicht langsam mal zusammenreißen, dann muss sie in 'ne psychiatrische, stecken, weil langsam ist ah, ja mal genug von der boah. Schmerzärztin. Und ich habe mich danach auch entlassen, aber frage nicht, wie die nächsten 2 Wochen zu Hause waren. Aber ich konnte auch also, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich bin ja immer noch in Therapie und versuchen das immer noch aufzuarbeiten, aber also, was da und wie du da behandelt wurdest, das war ne, und seitdem ist auch die Angst vor Krankenhäusern so groß und sobald ich nur weiß, dass es irgendwie dahin geht oder irgendwas ist, ich kriege so Panikattacken, weil ich so Schiss habe, dass ich wieder so absolut scheiße behandelt werde und auch nicht für wahrgenommen werde, auch mit den Verwachsungen, weil ja, Verwachsungen hat ja jeder, Verwachsungen machen keine Probleme, ist aber halt nicht so. Also, zumindest nicht bei mir und bestimmt auch bei anderen nicht. Und dieses Verwachsungsthema hat ja so weit geführt, dass ich ja jetzt künstlich ernährt werde, weil ich halt kaum noch richtig gut essen kann, ohne dass ich Schmerzen und Durchfälle im Darm, also, bekomme, weil es halt durch diese Engstellen, das da durchgeschoben wird, halt schweineweh tut. Also, das hat ja 'n Grund, warum ich künstlich ernährt werde, aber dass du dann immer noch so behandelt wirst wie so 'n als würdest du dir das alles einbilden, ich weiß nicht. Also, ich verstehe das alles nicht. Das ist mir auch zu viel dann irgendwann und ich bin jetzt froh, dass ich wenigstens einen, Gastroenterologen hier habe. Es war in der Klinik, wo es so schlimm war, aber der ist wirklich 'n guter, der nimmt mich auch ernst und hat mich dahingehend jetzt auch halt bis dahin geführt mit der künstlichen Ernährung, dass das alles funktioniert und bla. Mhm. Und da bin ich auch super dankbar, dass ich ihn jetzt habe und dass er da so dahinter steht, obwohl er in der Klinik ist. Aber
dass ich mich da nicht rechtfertigen muss oder so, sondern dass die eher voll auf meiner Seite sind und gucken, wie wir's noch verbessern können oder was wir noch machen können und Und das ist so wichtig, so jemanden an seiner Seite zu haben, ne? ja, Aber es dauert wenigstens teilweise so einen. lange, diesen Arzt oder Ärztin zu Ja. finden. Und ich glaube, da können ganz viele jetzt mitfühlen, die auch betroffen sind. Diese Angst, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen, sich die Sprüche anhören zu müssen. Ähm, ja, also, das ist total schön, dass, ja, du das so offen, mit uns allen teilst, Ich hätte weil auch sich, nicht glaube ich, gedacht, dass ganz es mich jetzt viele noch mal da so erwischt. gesehen fühlen, ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass du künstlich ernährt wirst. Hat sich das nach der zweiten Verwachsungs-OP sozusagen dann herauskristallisiert, dass, das so die einzige Möglichkeit ist für dich? Na, das ging auch erst mal über Jahre. Nach der zweiten Verwachsungs-OP habe ich wirklich, glaube ich, 3 Jahre oder so Schmerztherapie erst mal gemacht in allen möglichen Formen, Varianten Mhm, und hatte auch immer wieder versucht, von meinem Morphinpflaster runterzukommen, weil ich dachte: „Na ja, jetzt sind vielleicht 2 Jahre um, vielleicht hat sich der Körper jetzt dran ge also, ne, ist wieder alles gut.“ Versucht abzusetzen, aber da kamen die Schmerzen dann fünffacher Stärke wieder, also wieder angesetzt und also, ich kam ja auch nie von der Dosis runter, wenn eher ging's überhaupt höher. Und da es dann über die Jahre halt immer schlimmer wurde mit dem Essen, was heißt über Jahre? Ich glaube 2. Wann war denn meine letzte OP? Vor 3 Jahren, genau, weil ich hatte letztes Jahr noch Schiss, weil bis jetzt war immer so im 2-Jahres-Abstand, dass die Verwachsungs-OP war. Und letztes Jahr meistens immer kurz vor Weihnachten und letztes Jahr kurz vor Weihnachten habe ich richtig drauf gelauert. Ich habe richtig drauf gelauert, das muss ja jetzt kommen, weil es war jetzt immer im 2-Jahres-Rhythmus. Und es mhm, kam nicht und jetzt ist aber so gefühlt jedes Jahr, dass du jetzt so drauf wartest, dass es sein kann, weil jetzt sind ja schon 2 Jahre rum. Also, es ist ganz, ganz komisch im Kopf. Auf jeden Fall, kam das dann nach den 2 Jahren nicht und Wurzel hier, diese OP, weil es Gott sei Dank nicht so schlimm war, aber also, wir haben dann öfters noch so 'n MR-Selling gemacht und Ultraschall und ein CTs was? und Ein dann MR ein MR-Selling. MR-Selling? Was ist das? Ja, das ist so 'ne Art wie 'n MRT, nur dass du vorher 'n Liter Wasser als Kontrastmittel also, du trinkst 'n Liter Wasser, damit dein Darm schön gefüllt ist und dann kriegst du noch Mhm, Kontrastmittel über die Vene und dann kannst du über das MR-Selling, so Engstellen oder Sachen am Darm halt sichtbar machen. Also, man könnte da jetzt gezielt sehen, wo die Engstellen an meinem Darm sind und, konnte dadurch halt sichtbar machen, wie's bei mir im Darm aussah. mhm. Genau, ich habe eine Sache habe ich noch vergessen, haha. Ähm, denn 2 Jahre äh, nach der letzten Darmverschluss-OP wurden ja die Schmerzen trotz Schmerzmittel immer mehr. Dann hatte ich dieses Immerselling und man hat da gesehen, dass der ganze Bauchraum wieder komplett verwachsen ist, plus Darm. Und dann hatte ich dann in 3 Krankenhäusern mit 3 Oberärzten das Gespräch, ob's noch mal die Möglichkeit gäbe, das zu machen. Und ein Krankenhaus hat sich dann noch mal bereit erklärt dafür zu sagen: „Okay, wir machen die Verwachsung noch mal weg“, heißt aber noch mal wieder alles auf. Verwachsung weg. Dann hatten sie gemeint, dass es halt 'n Mittel gibt, was man in den Bauchraum schütten kann, damit der Darm wie 'ne glatte Oberfläche bekommt, damit die Verwachsungen nicht mehr so halten können. Das wäre 'n Mhm, Versuch, haben sie gemeint. Es gibt Studien dazu, dass es funktioniert, aber es muss auch nicht mhm. funktionieren. Habe ich auch schon gelesen, ja. Genau, und da habe ich Macht man auch bei dann Endometriose-OPs teilweise, aber man muss, glaube ich, vorher dann auch, explizit nachfragen. Also, in dem Zusammenhang hatte ich davon genau. gelesen. Und da habe ich dann wirklich mich dann noch mal breitschlagen lassen und habe gesagt: „Okay, ich versuche es noch einmal. Den Rest Also 'n kannst du ja 3. denken, Mal? wie's ja, den Rest kannst du ja denken, wie es dann, danach das 4. Mal war's dann schon. Zweimal bei Herrn Sandmann, zweimal Verwachsungen, 5. Und die, zweimal Darmverschluss und einmal Verwachs 5-mal war das jetzt. Ja, Wow, genau. Also, 3-mal 5. meinte ich wegen den Ja, Verwachsungen wegen genau, Darmverschluss sozusagen. genau. Da Oder war noch 2 wegen kein Darmverschluss und 1 genau. dann Ohne, okay, sondern, krass. pro forma sozusagen, weil es halt schon so viel war und da ich hatte vorher Wie noch meinen Gefäßarzt, der ist auch aus der Klinik. Der ist auch 'n ganz toller Mensch und wir sind auch per Du und umarmen uns, wenn wir uns sehen und der ist auch total lieb. Und der hat gemeint, wenn die Verwachsungs-OP ist,
will er mit im OP sein, dann will sich das auch mal angucken, dass er mir das dann auch mal erklären kann und so und war dann auch wirklich mit Oh, wie dabei. lieb. Ja, das fand ich einfach total schön und er kam dann auch nach der OP und fing an: „Frau Birgen, also, was habe ich noch nie gesehen und die anderen auch nicht.“ Also, das war wie ein Spinnennetz und alles war die haben fast 7 Stunden, also, er hat mir's dann so erklärt, ich will das ist total gruselig irgendwie zu hören. Die hatten wirklich meinen Daumen genommen, durch die Hand Zentimeter für Zentimeter durchgleiten lassen und jede Verwachsung einzeln abgemacht und das fast 7 Stunden lang. Und dann meinen Daumen wieder in meinen Bauch reingehauen. Und ich dachte: „Oh, das klingt irgendwie gar nicht cool.“ Also, das zu überlegen, diesen keine Ahnung, wie viel Meter Darm das sind, so schön durch die Hand und nach die Verwachsung hat, das klingt so, oh, la 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 la, ne? Aber es ist ja dein Darm und dann tust du alles wieder da reinwürscheln. Ob das dann so richtig liegt, keine Ahnung. Er meinte, das Ausmaß hätte er noch nie so gesehen, wo das alles dran war. Die Leber war hochgezogen, wie der Darm aussah und alles so miteinander, auch die Schlingen verkle also, da konnte sich gar nichts mehr bewegen am Darm. Der hatte eigentlich 'ne Peristaltik, das ging gar nicht mehr. Und dann haben die halt die Flüssigkeit dann noch in 'n Bauchraum geschüttet, so wie er's gesagt hat, und dann alles halt zugemacht. Ich sage, die Zeit danach war wieder absoluter Horror und das war auch das erste Mal, wo ich aktiv aus'm Fenster springen wollte, weil ich gesagt habe: „Jetzt kann ich nicht mehr.“ Aber dann hatte ich dann Therapeuten dort und Psychologen und dann kam ja alles und Fenster wurden zugesperrt. Also, ich konnte nichts dann machen, aber da war wirklich der Punkt, wo Also, ich sagte: wirklich „Okay, direkt schon nach der OP in der ja, Klinik hast du, ja, psychologische Betreuung ja.“ bekommen? Nachdem dann dieser Vorfall da so stattgefunden hat, dass ich da schon vorm Fenster stand und sagte: „Ich will nicht mehr.“ In der Das war Klinik nach der mhm. OP? Also, so w wo ab dann, wo ich dann laufen konnte oder stehen konnte so, wie oft ich am Fenster stand und dachte: „Oh, es ist zwar nicht hoch genug, aber wenn das so bisschen da schräg auf die Kante oder da“, also, du hast dir dann das ausgemalt, wie du's jetzt am besten machst, dass es auch wirklich funktioniert. Das ist Also, die eigentlich total Verzweiflung treibt einen ja, wirklich zu den schlimmsten Gedanken. ja. Und da ist dir total egal, ob jetzt deine Mutti in 10 Minuten kommt oder dein Mann noch kommt oder so. Das ist so 'n also, ich verstehe auch immer mehr Menschen, die das machen für sich, ne, sich selber das Leben nehmen, wo ich sage, das ist das Einzigste, was du noch für dich kontrollieren und entscheiden kannst. Und ja, es ist schlimm für die anderen, aber das ist ja kein gutes Recht zu sagen: „Ich will das so Mhm. nicht mehr“, ne? Also, ich bin froh, dass ich's nicht gemacht habe, sonst wäre ich jetzt nicht hier, aber Ja, in aber den in der Momenten Situation will man einfach, dass es aufhört, ja, ne? genau das. Ja, Einfach, dass es aufhört. ja, Ich will keine Schmerzen mehr, ich will nichts mehr spüren, ich will gar nichts mehr. ja. Ja, und das kam ja da auch noch und das habe ich dann aber auch irgendwann überstanden und wie gesagt, ab da ging's dann aber halt nur noch bergunter. Die Wachstummen waren wieder da nach paar Monaten. Es hat nicht lange gedauert. Also, dieses Mittel, was sie reingemacht haben, hat bei mir nicht viel gebracht. Also, bis jetzt habe ich zwar keinen Darmverschluss mehr gehabt, Gott sei Dank, aber die Verwachsungen sind trotzdem wieder da. Ich hatte jetzt auch vor Kurzem erst wieder 'n MR-Selling. Dann sieht man auch, dass es steht auch so beschrieben, dass es zur Bauchdecke, also alles, was drin ist, mit der Bauchdecke verwachsen ist und so was. Und ja, und dann war halt irgendwann der Punkt, wo ich zu meinem Arzt sagte: „Also, ich nehme immer weiter ab, ich esse kaum noch Mhm. was. Ich traue mir ganz viele Nahrungsmittel nicht mehr, weil ich danach jedes Mal Schmerzen, Koliken, aber wirklich auf richtig starke Koliken bekomme, wo ich sage: „Ich traue mir's nicht mehr. Was können wir machen?“ Dann hat er halt gemeint: „Ja, das Einzige, was wir noch versuchen können, ist halt eigentlich über 'ne Magensonde“, wo wir aber sagten: „Na ja, dann geht das ja wieder durch den Magen-Darm-Trakt und passiert ja wieder das, genau die Stellen, die mir ja wehtun.“ Mhm. Dann fing er an, dann ist eigentlich die einzigste Option noch über 'ne künstliche Ernährung, weil dann umgehen wir den Magen-Darm-Trakt, sondern es geht über die Vene und dann müsste er da wieder Ruhe einkehren. Und da habe ich gesagt: „Okay, versuch mal.“ Ich meine, viel mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht, weil sonst nur noch halt der künstliche Darmausgang stand und den wollte ich und will ich, so lange wie's geht, rauszögern. Mhm. Und deswegen haben wir das dann gemacht im letzten Jahr. Letztes Jahr Oktober, glaube ich, habe ich den ersten Zugang bekommen für die künstliche Ernährung. Ähm, damit wurde es dann auch deutlich besser, also, weil ich halt dann auf normales Essen nicht komplett verzichten kann. Also, ich kriege jetzt 1.100 Kilokalorien über die künstliche Ernährung und muss ja aber dann noch knapp 800 oder so noch, so zu mir nehmen, aber halt dann über Haferschleim, Suppen, alles, was irgendwie breiig und so was ist, dann Mhm. versuche ich den Rest Nichts darüber zu nehmen. Festes. Ja, Mhm. oder ja, nicht so viel Fe also, es geht auch mal Nudeln, wenn die richtig schön verkocht sind, dann funktioniert das auch. Aber ich würde jetzt nie mir, was weiß ich, 'ne Roulade oder
das um Gottes Willen, so. Mhm. Und damit Mhm. funktioniert's aber deutlich besser und ich habe auch deutlich weniger Schmerzen. Jetzt ist halt immer so 'ne Sache mit dem Gewicht, ne? Dann nimmst du wieder zu viel ab, dann nimmst du durch die künstliche Ernährung wieder irgendwie zu, dann ist wieder also, da wackelt's halt die ganze Zeit. Das ist halt das Einzigste. Und dass ich gemerkt habe, dass du halt nicht nur weil du jetzt eine künstliche Ernährung hast, die du verträgst, heißt das nicht, dass dein Körper die immer verträgt, sondern wir mussten jetzt schon bestimmt zweimal ummodeln und ummachen, zu 'ner anderen Sojaproteinbasis auf Fischprotein. Da gibt's ja auch Haufen verschiedene Beutel. Mussten wir jetzt halt gucken, was nimmt mein Körper jetzt wieder an, was wieder nicht. Also, das ändert Okay. sich auch. Der Körper, nimmt nicht scheinbar nicht immer alles so gleich an und musste immer auf Leber und Niere noch gucken, weil die sind durch diese künstliche Ernährung sehr getriggert und werden sehr die kriegen ja die volle Ladung ab sozusagen. Dann musst du immer die Werte im Griff halten, dass du halt guckst, dass die Werte dir nicht abkacken. Aber ansonsten ist damit ich meine, es ist immer 'ne irgendwo auch 'ne Zeitlinie, abends jeden Abend das zu machen. Es dauert seine Zeit. Es ist musst mir 'n Rucksack mitnehmen, wenn du abends mal irgendwo hin willst. Das ist alles auch 'ne Sache der Organisation und irgendwie aber ist mir trotzdem alles tausendmal lieber als diese Schmerzen. Mhm. Viele können sich ja gar nicht so richtig vorstellen, wie jetzt das so richtig abläuft mit der künstlichen Ernährung. Wie kommt die denn in deinen Körper? Na ja, also ich habe hier also vorher hatte ich 'n Port, so was auch so für Chemotherapies ist, hatte ich vorher 'n Port. Ähm, kurzer Funfact, Lisa hat natürlich 'ne Blutvergiftung bekommen dadurch, was auch sonst, ne, wie ich schon sagte, wenn Lisa was kriegt, dann kriegt sie immer das, was andere nicht kriegen dadurch. Und ich glaube, das ist mein also kurz bevor ich meine neue Arbeit angefangen habe, also vor 4, 5 Monaten, hatte ich halt 'ne Blutvergiftung, die auch hätte mein Mann den Notarzt nicht rechtzeitig angerufen, auch nicht gut geendet wäre. Das war auch noch mal so Mhm. 'n Punkt, wo ich dachte: „Alter, das war wieder so ganz kurz von der Schippe gesprungen." Egal, das habe ich dann auch überstanden. Port ist raus und jetzt habe ich 'n Hickman-Katheter. Das ist also der Port bei dem Port, der würde unter der Haut liegen, den würdest du jede Woche anstechen. Das war scheinbar auch der Grund, warum ich die Infektion dann reinbekommen habe, weil man den ja jede Woche ansticht und wenn du dann mal irgendwann mal unsauber bist, stichst du dir da auch Bakterien mit rein sozusagen. Und daher kam Mhm. scheinbar damals die Also, du hast es jetzt Blutvergiftung. sozusagen so über der Brust, ne, so diesen Genau, Zugang. weil dieses Kabel läuft in dein Herz rein. Also, das liegt direkt wie so 'n Zentralvenenkatheter liegt das. Weißt du, die du am Okay. Hals hier hast, die gehen ja auch immer direkt zum Herzen, sagst du in 'ner großen Mhm. OP. Und genauso liegt das auch. Das geht direkt zum Herz, weil da die größte Vene irgendwie ist, wodurch diese Künstliche Ernährung schön vom Volumen her mitgenommen werden kann. Mhm. Also, liegt der Zugang direkt zum Herzen, deswegen ist auch 'ne Blutvergiftung scheiße, weil es halt direkt am Herz zum Herz führt. So, Mhm. und jetzt haben sie halt weil ich dann keine Lust mehr hatte auf diesen Port und gesagt habe, das ist mir zu unsicher, wenn da mal irgendjemand unsauber arbeitet von meinem Pflegedienst oder so, habe ich wieder was. Habe ich mir jetzt 'n Mhm. Hickman-Katheter legen lassen. Der liegt jetzt fest halt, solange bis der irgendwann nicht mehr funktioniert. Der ist auch Mhm. getunnelt, also der hat 'n Filter auch drinnen, dass halt die Bakterien 'n bisschen abgehalten werden und wächst auch so bisschen an. Und dadurch kann der die ganze Zeit liegen und dann kann ich mich hier, ähm, durch meinen warte, hier kann ich mich dann Also, du selber hast da 'n Schlauch dran. genau, Mhm. der hängt halt direkt drauf sozusagen. Das ist ein System, also das ist nichts, was ich hier irgendwie der Schlauch hängt von drinnen bis raus einmal durch. Das tut sich dann auch langsam vernarben und das merkst du auch gar nicht mehr. Das ist wie eingewachsen dann schon in der Haut jetzt mittlerweile. Mhm. Und dann kann ich mich hier jeden Abend mit meiner Pumpe und meinem Beutel anhängen. Also, machst du das dann abends nur oder musst du das mehrmals täglich machen? Ich mache es nur abends, weil Mhm. tagsüber, grade weil ich ja auch noch arbeiten gehe, das wäre Mhm. 'n ziemlicher, Aufwand organisatorisch, weil wenn du halt immer mit dem Rucksack dann hast du über das Kabel hängen, also, das ist schon manchmal, finde ich, schon anstrengend, wenn du abends nur mal mit Freunden weggehst und hast diesen blöden Mhm. Rucksack mit dem Kabel da. Deswegen hast du gesagt, machst du über Nacht und es läuft dann 9 Stunden, also Ach, 9 9 Stunden Stunden läuft ja, das?
Ach, okay, krass. Also, Das wusste ich nicht. Ja. darfst, Ja, dann glaube ist ich, klar, dass man das dann eher abends ja. macht. Also, wenn es nur mal ein paar Minuten wäre, wäre das ja nicht schlimm, aber ne, das dadurch, dass ich ja Ich direkt. dachte vielleicht irgendwie so 1, 2 Stunden, also Na, es kommt auf ja. dein Volumen an. Wenn ich halt all meinen ganzen Beutel also, du darfst nicht, also, mir wurde gesagt, nicht mehr als 100 Milliliter pro Stunde, glaube ich, genau von der Flussgeschwindigkeit, weil wenn du's dann mehr machst, dann wird dir auch schlecht und deine Niere und deine Leber haben echt zu tun. Also, du merkst das dann auch, wenn, also, manche brauchen vielleicht noch 'ne niedrigere Flussgeschwindigkeit, manche können's vielleicht auch 'n bisschen schneller laufen lassen. Ich merke das dann, dass ab 'ner bestimmten Flussgeschwindigkeit mir echt schlecht wird und, mir es dann nicht gut geht, weil das zu schnell in 'n Körper läuft. Also, der Körper Mhm. signalisiert dir das dann schon. Und deswegen Das dauert das dann so anstrengend ist, lange. ne? Mhm. Mhm. Ja. Und, ja, wie geht's dir jetzt damit? Also, wie ist es von deinen Beschwerden, von den Schmerzen her? Also, von den schweren Schmerzen deutlich besser, wenn ich wirklich mich dran halte, also, wenn ich mich wirklich dran halte, dass ich das komplett laufen lasse und dann, nur wenig dazu esse, ist es eigentlich echt fast optimal. Also, trotzdem würde ich ohne Schmerzpflaster nicht klarkommen. Also, d meine Schmerzmittel sind trotzdem da, aber ich habe keine Mhm. Koliken oder keine extra Schmerzschübe, die sind dann weg sozusagen. Aber ich merke halt auch, wenn du halt jetzt schon über 'n Jahr das machst, du hast manchmal so Tage, wo du sagst: „Oh, weißt du was, ich will einfach heute mal irgendwas essen, was geil ist", so. Und dann gehst du die Konsequenz ein, dass du danach wahrscheinlich starke Schmerzen hast und aufm Klo sitzt. Mhm. Aber manchmal gibt's so Momente, wo ich so denke: „Oh, ich will jetzt auch einfach mal in irgendwas Geiles reinbeißen" und nicht immer nur, Ja. ich weiß schon gar nicht mehr, wie Kauen funktioniert, weil ich ja immer nur püriert esse oder so. Das ist, also, das merke ich schon, und auch so, wenn Familie essen gehen, das ist ja oft so bei Geburtstagen oder so, ne? Das ist für mich der Graus. Das ist für mich echt Mhm. Horror, wenn alle anderen um dich total geile Essen essen und ich sitze da und was ich, habe 'ne zermatschte Kartoffel oder so und denke mir so: „Oh, mega, toll." Das ist so Mhm. bisschen, äh, ja, demotivierend, sagen wir's so. Also, es ist schon schön, dass es die Möglichkeit gibt und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Aber du merkst halt auch, dass es manchmal echt schön wäre, wenn du einfach so unproblematisch, siehe Mhm. Weihnachtsmarkt jetzt, davon kann ich nichts essen, kannst du vergessen so. Aber Ja. wenn du da drüber gehst, wäre schon schön, wenn du einfach mal stehen bleiben könntest und sagen könntest: „Oh, das riecht so lecker. Das würde ich mir jetzt mal Mhm. gönnen", so. Ja, so Normalität Ja, mehr, ne? So, wie alle anderen auch. ja. Ähm, Und da ist auch hm, oft der Vergleich leider zu allen anderen. Das ist immer noch so, mhm, mhm. aber eigentlich darf man sich nie vergleichen. Eigentlich ist das auch totaler Blödsinn, aber das hast du halt doch noch Ja, aber es häufig. passiert irgendwie automatisch. Ja, Ähm, weil so warte viel mal, halt ich auch, wollte grad irgendwas fragen. ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich's vergessen. Warte. Was haltet Genau, ihr weil du aus? gemeint hast, von den, Schmerzmitteln, die du genommen hast. Du hast gesagt, du nimmst ja immer noch Schmerzmittel. Konntest du die aber vielleicht, von der Dosierung her reduzieren oder Ja, so? ja. Also, vorher war ich auf Fentanylpflaster, keine Ahnung wie hochdosiert. Jetzt bin ich ja nur noch auf Buprenorphinpflaster. Ich meine, das ist auch noch Morphine, aber niedriger und da auch auf der Mhm, zweitniedrigsten Dosis. Ich glaube, bei 10 bin ich jetzt. Aber da mhm, komme ich auch nicht runter. Also, da ist jetzt auch so der Punkt, wenn ich da versuche abzusetzen, da sind die Schmerzen von den Verwachsungen, die ja trotzdem jetzt wieder da sind, dann zu stark. Und ich merke auch, je mehr Verwachsungen werden, desto mehr muss ich auch wieder mit der Dosis dann hochgehen. Das ist immer, mhm, und da mhm. habe ich schon versucht, weil diese Verwachsungen haben sich ja nicht nur nach innen ausgeprägt, sondern auch nach außen. Meine Narbe sah ja auch nach außen hin aus wie 'n Regenwurm, der, ne, also wirklich scheiße. Und die war auch so fest. Also, die tat auch mega weh, wenn du versucht hast, in die Streckung zu gehen oder so. Also, ich konnte mich dann auch nicht strecken und ich habe die dann durch 'n Hautarzt unterspritzen lassen mit 'nem bestimmten Wirkstoff, dass dadurch, dass die da wird die weicher und, Elastischer? mobiler. Mhm. Schweineschmerzhaft, dieser Eingriff, also dieses so in so 'ne Narbe zu spritzen. Also, ich dachte immer, das ist totes Gewebe, Pustekuchen. Also, würde ich auch nicht noch mal machen. Ich bin froh, dass es durch ist. Aber dadurch Ja. ist die halt weicher geworden und dadurch habe ich jetzt zumindestens
was so die normalen Bewegungszyklen angeht, überha keine Probleme mehr. Vorher gingen manche Bewegungen gar nicht oder so Strecken oder so, das funktioniert nicht, weil das so zusammengeschnurpselt war alles. Und das hat dann noch mal gut geholfen und man hat jetzt so viele Sachen ausprobiert, ne, ob nur Akupunktur. Wir hatten ja mal, bei deinem Post so TenScript, das, dies, jenes. Man hat gefühlt einmal die Bandbreite alles durch. Mhm. Manches hat was gebracht, manches nicht. Und jetzt ist bei mir auch so der Punkt, wo ich einfach müde bin. Ich bin einfach müde von allem. Mir reicht's manchmal schon, wenn ich nächste Woche 'n Arzttermin habe, der schon wahrscheinlich seit Monaten geplant ist. Und oft sage ich ihn trotzdem dann wieder ab, weil ich sage: „Ich kann ne, ich will grad einfach Mhm. nur leben.“ Klingt das bescheuert? Also, Ja. ich Ne, müsste es noch klingt vielleicht überhaupt nicht bescheuert. Ich fühle da so mit dir mit, weil ich bin genau an demselben Punkt, dass diese ganzen also, man probiert ja alles in der ja, Hoffnung, es wird besser und es hilft. Und manchmal weiß man gar nicht, wenn's dann besser geworden ist für 'n paar Tage, was es an jetzt was war, weil man so ja, viel probiert hat. ja, Aber allein die Termine, Physio, genau. Akupunktur, Ja, Osteopathie, ja, Heilpraktiker, ähm, also und dann noch irgendwie Hausarzttermin, Schmerztherapeut, Psychologe. Also, man ist ja wirklich, nur noch am ja. Rumrennen. Es stresst total. Ich habe wirklich und ich Keine habe Zeit mehr irgendwann für dich? kann nicht mehr. Ja, Deswegen, ich verstehe dich so gut, weil wir müssen auch irgendwann mal zur Ruhe kommen. Und, vor allem jeden Arzttermin musste ich quasi wieder um Rezept betteln. So, ne, so: „Ja, mir geht's immer noch schlecht. Ja, ich brauche immer noch das Rezept. Ja, bitte, ja, bitte, glauben Sie mir, auch wenn man's mir nicht ansieht.“ Ähm, jedes Mal wieder zu sagen: „Ja, ich habe immer noch die gleichen Schmerzen. Ja, mir geht's immer noch nicht besser. Ja, mir geht's immer noch schlecht.“ Dieses immer wieder rechtfertigen, immer wieder ja. argumentieren müssen und das ist das, was mich so fertig gemacht hat. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei der Hausärztin war. Ich glaube, nach der Nieren-OP im April, wo ich dann 2 Stunden im Wartezimmer sitzen musste und dann umgekippt bin, weil Kreislauf und so, weil kurz nach der OP halt und Ja, ähm, also, ja, und das letzte Mal, wo ich beim Schmerztherapeuten war, bin ich, bei dem umgekippt, obwohl ich schon gesessen bin und hing dann fast 3 Stunden am Tropf bei denen. Und es war für mich einfach, wo ich gesagt habe: „Ich meide jetzt wirklich Arzttermine und, achte so sehr auf meine Grenzen und muss mich so in Watte packen tatsächlich.“ Weil ich ja. merke, dadurch geht's mir dann halt auch viel besser. Ich habe dann viel mehr Energie, um alltägliche Dinge im Haushalt irgendwie hinzubekommen, Mhm. weil allein 'n Termin bei 'nem Arzt so anstrengend ist, dass ich den ganzen Tag und oft den Tag danach gar nix mehr machen kann, weil die Erschöpfung so groß ist. Das kann ich gut verstehen. Also, ich lasse das bei mir immer nicht so zu. Ich bin immer noch dieser Mensch, der funktionieren will. Also, das merke ich auch jetzt in meiner neuen Arbeit. Ich arbeite jetzt in der Pflege, also mit behinderten Menschen in der Pflege, was mir aber mega Spaß macht. Also, es trotzdem 'n anstrengender Job ist und wahrscheinlich für meine Mhm. Situation jetzt auch nicht das Beste. Aber ich liebe es, anderen Menschen zu helfen und es lenkt mich halt auch einfach voll von mir ab, ne? Es ist halt Ja. ich muss mich nicht um mich kümmern, sondern ich kümmere mich um andere und denen kann ich was Gutes tun und sehe das Lachen und Mhm. sehe kriege was zurück und das ist mega schönes Gefühl. Das sind Schön. ja auch nur 4 Stunden, aber 4 Stunden in der Pflege sind trotzdem nicht ohne, muss ich ehrlich sagen, Ja, das glaube ich. Ja, aber trotzdem ist ja, es so und da gehe ich so oft über meine Grenzen. Bin 5 mal 6 Stunden da. ja. Und danach gehe ich noch mit dem Hund, dann mache ich noch Haushalt, bla bla und kaum komme ich aber eher das ist so 'n ich habe das Gefühl, das ist so 'n Überlebensinstinkt von mir irgendwie so dieses weil wenn ich jetzt mich hinsetze, würde ich sofort einschlafen, dann wäre der Tag weg. Oder wenn ich jetzt Mhm. hinsetze, würde ich die Schmerzen merken. Also, bei mir ist auch ganz viel so 'n Mechanismus von ich mache ganz viel Sachen, dann merke ich meine Schmerzen nicht, dann kann ich mich ablenken, Ja, und vergesse du aber willst halt 'n normales Leben, ne? Also, dass man funktioniert ja, weil auch, man ja ja. irgendwo auch 'n normales Leben haben will, 'n normalen Alltag, ne? Und man liegt ja nicht freiwillig rum, so, Nein, aber ich vergesse ne? dadurch halt volle Kanne meine Grenzen. Also, ich gehe ständig drüber. Ja, Also, ich sitze dann da auf der muss man so 'n Couch. Mittelmaß finden. Ne, genau, und das fällt mir schwer. Mein Mann sagt immer: „Du sitzt auf der Couch, hast dein Essen in der Hand, du hast noch nicht mal 'n Löffel genommen, bist schon weg.“ So sitzt du dann so Ja. da, ne? Oh krass, okay, Also, ich schon kann direkt. einfach
in willkürlichen Situationen ein. Deswegen muss ich zum Beispiel jetzt auch im Januar ins Schlaflabor, weil der Verdacht auf Narkolepsie noch besteht, weil ich so viel Ach einschlafe Gott, in ne? okay. Wo ich aber nicht weiß, ob's vielleicht eher grad mein Lebensstil ist, weil ich halt meine Grenzen nicht einhalte Ja, die oder ob's doch noch Erschöpfung. was dazu ist, weil ich auch beim Autofahren oder so ich schlafe überall einfach ein, ohne dass ich's Du schläfst beim äh, Autofahren ein? ja, ich fahre kein Auto mehr, was länger als 'ne Viertelstunde ist, weil ich weiß, danach penne ich ein. Und Okay, das ist krass. weiß ich nicht so richtig, hängt das jetzt an meinem Lebensstil grade, weil ich zu viel grad will und zu viel normal sein möchte und über meine Mhm, Grenzen gehe? mhm. Oder hat sich vielleicht doch irgend 'ne Erkrankung jetzt noch mit eingeschlossen, was ich nicht hoffe und ich kenne mich aber und ich wette, das ist es, aber ist egal. Ähm, aber es auf jeden Fall soll's halt abgeklärt werden. Da bin ich halt im Januar dann in Ja, Jena im Schlaflabor und dann werde ich ja merken, ob dann irgendwas ist oder nicht oder ob's halt einfach ist, dass ich mich grade mhm. zu sehr na ja, also eigentlich, wenn man mich sieht, das sagen auch meine neuen Kollegen, habe ja nun erst vor 3 Monaten angefangen, hätten die in keinster Weise halt gedacht, dass ich irgendwie erkrankt bin oder dass irgendwas ist oder weil ich auch wie so 'n Duracell-Häschen auf Arbeit bin, aber man sieht mich ja oft auch nicht danach, ne? Es ist ja oft in der Zeit, auf der ich Genau, auf Arbeit bin ich halt wie so Duracell-Häschen und der glücklichste Mensch ever und kaum bin ich zu Hause und sitze aufm Sofa, denke ich: „Oh, boah, Alter, ich klappt sie kann nicht mehr.“ zusammen. Ja. Ja, das ist halt das, was die anderen nicht mitbekommen und man Ne. möchte ja auch das jetzt nicht unbedingt wie Genau, so ich tue irgendwie so das wandelnde Elend da draußen rumlaufen. Na, zeigst du's? Und das ist Kannst du's zeigen? Also, bist du mittlerweile an dem Punkt, wo ne, du sagen kannst, du kannst es mhm, ne, ne? Ich ne, nämlich auch nicht. kann ich nicht. Also, wenn also, ich glaube, meine Mutter ist diejenige, die wirklich diese Seiten von mir komplett kennt, die Ja, einzige, weil, ähm, ich wohne ja alleine und wenn's mir nicht gut geht, dann sieht man und hört nix von mir, so. Und wenn's ja, mir wieder ja, gut geht, ja, dann bin ich wieder da, so auf die Art, ne? Und das kriege ich auch oft, von Familienmitgliedern dann auch, so zurückgemeldet, dass die denken: „Ja, du sahst ja aber gut aus“ und ne? Und dann sage ja, ich: „Ja, in dem Moment wollte ich halt einfach auch irgendwie da sein und mitmachen, ja, ja, auch wenn's mir vielleicht vorher nicht so gut ging und ich dachte: vielleicht gehe ich doch nicht dann hin, sondern ich bleibe zu Hause, sage ab.“ Aber für den Moment, wo ich dann dort bin, dann will ich da sein und dann klappe ich dann aber, wenn ich zu Hause bin, halt wirklich zusammen. Dann liege ich teilweise, den ganzen nächsten Tag da und dann geht halt gar nichts, ne? Also, dann kann ich mir nix zu essen machen, dann geht der Hund nur kurz um die Ecke zum Pipi machen und keine Gassi-Runde. Ähm Ja, also ja, aber was soll ich denn machen? Ich gehe ja dann nicht zu irgendwo hin und liege da dann aufm Sofa und, also, das weißt du, so nein, wie das ich würde ich meine? also, das Einzigste, Und wo ich das mache, ist bei meiner Oma, weil meine Oma ist halt mein Herzensmensch hoch 5. Die ja, wohnt 1,5 Stunden weg, manchmal fahren wir zu ihr, reden 5 Minuten, dann penne ich schon wieder weg und liege da aufm Sofa ja. und bin einfach fertig, wach wieder auf, dann haben wir noch 'ne Stunde und ich fahre wieder. Aber Oma für Oma ist das Gold wert, weil sie mich wie sagt sie immer, sie sieht mich schlafen und da sehe ich so friedlich aus und habe mal keine Schmerzen. Das ist 'n schönes Oh, wie Gefühl, wenn sie süß. das sieht. Ne, das ist Oh, so wie süß. und ich fühle mich total schlecht. Ich bin jetzt extra hier 1,5 Stunden runtergefahren für 'ne Stunde quatschen, weil ich die restlichen 5 Stunden geschlafen habe. Mhm, Aber bei Oma ist es trotzdem noch so, da weiß ich, die nimmt mir das nicht übel, wenn es da mhm. passiert, sozusagen. Ja, Also, das ist selbst halt bei Freunden wäre mir das unangenehm. ja, verstehe ich total. Das ist, ja. Da muss ich auch noch einschmeißen, weil das habe ich nämlich vorhin vergessen. Ich habe ja auch Endometriose, aber Ja, oder stimmt, das wollte ich auch Adel noch fragen. ja, genau, aber diese ne, warte, in der Gebärmuttermuskulatur ist es die Adenomiose, ne? Adenomiose, genau, Ja, die habe genau. ich. Mhm, Ja, die habe ich nämlich auch. Also, die kann ja dann nicht sozusagen nicht weggeschnitten werden oder so was. Und mhm, dadurch wurde ich habe die Spirale bekommen in der Hoffnung, dass es sich bessert. Hat sich etwas gebessert, aber nicht viel. Es war 'ne Hormonspirale. Und dann hatte ich noch mhm, mal 'n Termin in der Klinik und beim Herrn Putz. Herr Putz habe ich ja dann auch kennengelernt gehabt. Der hat dann noch mal bei mir 'ne okay. Bauchspiegelung gemacht, um zu gucken. Ja, Und hat er dann gemeint, dass halt Endometriose außen nicht zu sehen ist sozusagen im Bauchraum, aber meine Verwachsung wieder ganz dolle. Der hat mir dann Bilder gezeigt gehabt, wie die Leber
wo ihr hochgezogen war und wie der das gelöst hat und wie die wieder in ihr Bett gefallen ist zurück und so was. Also, der hat auch schon 'n paar Verwachsungen damals bei der Bauchspiegelung weggemacht gehabt. Ähm, Krass. und er hatte aber außenrum nichts gesehen gehabt und dann war ich ja hier noch mal in der Klinik für Endometriose und die meinen dann halt, dass es halt nach den Beschwerden, die ich habe, weil ich ja ständig ähm, was? Ach so, du weißt nicht, Entschuldigung, mein Mann. Ähm, weil ich, ständig b wie du schon sagtest, bei der Regelblutung, die ersten 3 Tage, die konnte ich teilweise nicht auf Arbeit gehen, die konnte ich nicht in das Studium oder irgendwo hingehen. Da lag ich einfach nur da und war Mhm. platt und bin auch teilweise so zusammengerutscht, dass ich auf allen Vieren auf dem Boden lang gekrochen bin, um von A nach B zu kommen, weil ich mich nicht aufrichten konnte. Und da habe ich gesagt: „Also, irgendwas muss ja da aber sein. Das ist ja nicht normal, dass ich immer bei der Regelblutung vor allen Dingen solche Schmerzen habe.“ Und die in der Uniklinik hier meinen dann halt, na ja, dass halt es auch in der Gebärmuttermuskulatur gibt Das ist die und die hat Adenomiose, ganz klassisch, ja. Habe ich jeden genau, Monat. Dieses, äh, ja, dieses Stück Tage. Zusammenbrechen und 3 Tage, abtauchen und ja. Ja, und ich habe dann mich jetzt in 'ne künstlichen Wechseljahre sitzen lassen, weil ich ja sowieso keine Kinder also, mit der ganzen Sache wollte ich ja eh nie Kinder haben und habe Mhm. jetzt mich in 'ne künstlichen Wechseljahre gesetzt und seitdem bin ich absolut schmerzfrei, was das angeht und das ist Wahnsinn. Ich habe zwar ja keine Regelblutung mehr, Wow. aber es ist auch keine Schmerzen mehr. Also, ich habe jetzt Spirale und das Ja. Wechseljahrhormon und es ist ganz selten, dass ich mal irgendwie was mitbekomme. Ich merke ja auch keinen Eisprung mehr, den habe ich ja vorher auch so mega gemerkt. Ich bin da jedes Mal so in die Knie gegangen, wenn mein Eisprung war. Also, dass der je nach Seite halt du hast es richtig schön mitbekommen, ob links oder rechts. Und jetzt habe ich nichts mehr davon. Das ist so grade das Wechseljahrhormon ist jetzt auch nicht total geil, Mhm, wegen damit habe Osteoporose ich muss man halt, aufpassen, ne? Mhm. damit habe ich halt zumindestens das also, das ist schon mal diese Schmerzen sind komplett weg. Das ist schon mal so: „Oh, danke, ne? Jetzt hast du ja nur noch Darm und Verwachsungen, reicht aber auch völlig. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die Endometrioseschmerzen oder Ademi ich kann das immer nie aussprechen, das andere noch drauf hätte“ Adenomiose. genau. Das wäre zu viel, das würde ich gar nicht mehr schaffen. Also, ich Ja. merke das Vor richtig, allem diese sobald Hormonschwankungen, ne? Also, es ist krass. Ich ja, habe halt teilweise dadurch, wenn ich dann irgendwie 'ne Woche vorher, schon Schmerzen, PMS habe, dann meine Tage, wo man wirklich denkt, man wird abgeschlachtet, ja, und ich mich wirklich mit Schmerzmitteln zuballern muss. Und dann musst du dich quasi 'ne Woche erst mal davon erholen, weil du so erschöpft bist richtig. körperlich. Dann bleibt eigentlich eine Woche im Monat übrig, wo's mir Wo's gut dir geht. relativ gut geht und dann geht's von vorne Mhm. der ganze Mist los. Und das Ja, habe ich ja, nicht mehr geschafft und ich war richtig froh, dass die mir das erst hatten wir so ja. Spritzen. Ich habe dann alle jeden Monat irgend so 'ne Spritze bekommen, aber Mhm, diese Spritze darfst du aber nicht so lange nehmen wegen dem, was du sagtest, wegen Osteoporose und so was. mhm, Deswegen sind wir jetzt auf 'ne Pille dann umgestiegen, wo das nicht so stark ist mit dem Osteoporose und wo du auch nicht diese mhm. typischen Wechseljahr-Symptome hast. Mit der Spritze hattest du ja diese Hitzewallung und so was und ich bin ja manchmal also ich dachte mir so: „Boah, Alter, ich das schaffe ich nicht.“ So, der war so heiß und dann war der wieder so war so schwitzig und so aus'm Nichts, ne? Also, dann habe ich erst mal verstanden, was so Wechseljahre heißt. Das ist überhaupt nicht einfach, diese Symptome irgendwie, zu Mhm. ertragen. Ist Und auch so 'n dieses Thema, was immer unterm Radar Feld, läuft ja, was und das mehr eigentlich macht mit dir, Aufmerksamkeit das hätte ich nie braucht. gedacht. Und Mhm. diese Tablette, die ich jetzt aber kriege, die macht zwar die Wechseljahre, aber nimmt auch gleichzeitig die Symptome aber auch weg. Also, ich habe keine Hitzewallung und so was, sondern ich nehme die Tablette, es fühlt sich nichts anderes an, ich habe nur keine Schmerzen mehr. Und das ist echt da bin ich so froh, dass es die Möglichkeit gab, weil dann ist das, was Unterleib betrifft, erst mal safe, so. Die Baustelle ist Eine weg, ja, so. Es ist ja schon mal 'n schönes Gefühl, wenn irgendwas ja, mal weg ist, so. ja, So, jetzt wollte ich dir aber ja. gar nicht so viel reinquatschen. Du wolltest noch was sagen. Ich habe das nur noch Ne, wollte nur sagen, dass ich auch eigentlich bei Herrn also, weiß Putz ich gar war nicht, wo und wir da auch waren. Spiegelung hatte und so. Mhm. Ja. Ne, aber ich habe eigentlich nix mehr zu sagen gehabt, aber also, wir könnten ja jetzt noch ewig quatschen. Wir haben jetzt schon über 1,5 Stunden Oh. geredet und, Ich sage, es ist ich recht merke, viel bei mir. wir könnten halt tatsächlich irgendwie noch ewig über alles Mögliche reden, aber letztendlich, ähm, glaube ich, dass wir jetzt auch zum Ende kommen Ja. sollten, weil,
ja, wir können ja vielleicht noch mal, Gerne, 'ne Folge zusammen aufnehmen. gerne, gerne. Hm, auf jeden Fall, bedanke ich mich bei dir, dass, ja, du wirklich so offen über alles geredet hast, ja, und auch den Mut hast, hier, ja, für andere Betroffene, ja, das so zu kommunizieren. Und, ich denke, dass diese Folge auch sehr wertvoll ist, wieder mal, für alle, die sich eben mit dem Thema gerade auseinandersetzen Mhm. oder setzen müssen. Und auch dieser Einblick in die künstliche Ernährung, war auch super spannend, auch für mich, weil ich bisher noch niemanden kannte, der eine künstliche Ernährung bekommt. Und ja, Ich habe dir aber auch ganz doll zu danken, dass du überhaupt dieses Format so ins Leben gerufen hast und dass wir überhaupt so die Möglichkeit haben, ähm, zu Wort zu kommen und unsere Geschichten zu erzählen und das also, ich finde das an sich einfach super schön, dass du ich glaube, die Idee haben bestimmt schon einige gehabt, aber diese Umsetzung, dass du's wirklich gemacht hast und dahinter stehst und das jetzt, für alle so, vorbereitest, dass sie ihre Geschichte erzählen können und dass jeder davon auch, 'n Teil sein kann und beziehungsweise auch andere davon profitieren können, finde ich total schön, dass du so viel Energie und Zeit auch da reinsteckst. Ich meine, du bist auch chronisch krank, das ist für dich wahrscheinlich auch nicht einfach, diese Zeit und dieses, ne. ähm, Ganze Drumherum. Von daher also, ich habe eher ziemlich großen Respekt und ziemlich großes Danke an dich, dass du das so ins Leben gerufen hast. Ich erzähle ja im Endeffekt nur, du hast die ganze Arbeit, weißt du? Ja. Also, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ja, das ist lieb von dir. Dankeschön. Das ist halt, ja, ich habe halt irgendwann gedacht: „Hey, wenn's niemand macht, scheiße, dann mache ich's halt", Ja, ne? ist Und, auch super schön. ja, Ich ja, wüsste selber, schön, ich würde es wenn nicht das so jemand sieht. hinkriegen in meinen Alltag. Ich würde es nicht schaffen. Das wäre mir zu viel persönlich, das noch so nebenbei Ich zu machen. kann's auch Deswegen nur, weil ich grade nicht arbeite und, ja, und irgendjemand muss es machen. Und zwischendrin habe ich ja auch immer wieder Phasen, wo ich dann, ja, auch auf Instagram kommuniziere: „Bei mir geht grad gar nix. Ich bin ja, jetzt erst mal irgendwie." das finde ich gut. Ich vergleiche das halt auch immer so 'n bisschen mit Endometriose. Da war's genauso. Es wurde nicht ernst genommen, es wurde nicht gesehen und, irgendwann war der Druck so groß, dass sich das Gesundheitswesen damit beschäftigen musste. Musste. Ja, Und jetzt haben wir Gelder für Forschung. Ich meine, wie geil ist das? Und das ja, ist halt mein Ziel auch für uns, ja, dass unsere Erkrankung auch gesehen wird, dass das auch, 'n Begriff ist ja, in der allgemeinen Gesellschaft, dass man einfach davon weiß, dass es ja. das gibt. Es wäre schon schön, wenn den Leuten oder den Leuten wie uns eher geholfen wird und nicht erst nach 8, 4, 10 Jahren, keine Ahnung, Ja, sondern dass du schon genau. von Weil vornherein ich wäre ernst genommen unglaublich wirst. dankbar gewesen, wenn mir damals jemand gesagt hätte: „Hör du mal in den Podcast rein oder guck du mal auf die Webseite, ob das nicht, zu dir Ja, passt." ja, das stimmt. Ich danke dir Ja, ich habe und, dir zu wir danken. hören uns bestimmt noch mal. Sehr, sehr gerne. Das war sehr schön mit dir. Dankeschön. Ja, fand ich auch. Tschüss. Tschüssi. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.